So, ein Hallo auf Twitch und auf YouTube natürlich. Und ich sehe gerade, ich muss mal eben hier die Cam wechseln. Das habe ich vorhin natürlich vollkommen vergessen gehabt. Das ist die... Doch, ich glaube, die wollte ich jetzt ab sofort wieder nehmen. So. Ich glaube ja, ich wollte die nehmen. So. Wir spielen Cris Tales weiter und... Ich muss erstmal wieder reintappen hier. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir... Wir haben zuletzt die Wasserflasche gefüllt gehabt. Und wir haben ein paar, sagen wir mal, Sachen gesehen gehabt, die so ein bisschen merkwürdig waren. Zudem haben wir JKR 721 in Kurzform K hinzubekommen in die Gruppe. Das war ja das nächste. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ins Questlog reinschauen, was als nächstes gemacht werden muss. Das Wasser des Regenbogensees ist eines der Erstellungsmaterialien der Glasbilder. Die Mineralien im Wasser haben magische Eigenschaften. Gut, stimmt, wir sollten sammeln, wir haben es aber noch nicht abgegeben. Dann machen wir das jetzt. Monsters! What are they doing here? Okay, es hat bei mir kurz auch gezuckt gehabt, also geruckelt gehabt. Das war wahrscheinlich gleichzeitig das LAN in den neuen Bildschirm rein und dann direkt hier schon Action. Ja, und wir werden direkt überfallen. Warum wohl? Wahrscheinlich, damit wir das Glasbild nicht vervollständigen. They must have found their way here from deeper in the mines. Oh, können wir jetzt doch erstmal in die Minen? This will serve as a good opportunity for me to demonstrate my capabilities. Du bist auch schon in der Gruppe drin. Deswegen nutzen wir das direkt mal aus, würde ich sagen. Ich habe auch schon gesagt, okay, Magier mit Damage ist halt Christopher. Derjenige, der richtig zuschlägt, ist halt Kay. Wir sind halt jemand, der mehr dann das Heilenden übernimmt, plus so Schläge verteilt und halt die Zeitzonen halt dementsprechend reguliert. Und wir bleiben auch ein fester Bestandteil. Ich kann Crystal selber nicht rausnehmen, leider. Es sei denn, es wird von der Story vorgeschrieben, aber so fürs Erste kann ich sie nicht aus der Gruppe nehmen. Ja, und Wilhelm... My style of combat is different than that of a typical human. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wilhelm wird halt eher so jemand sein, der dann mit am Start ist, sobald wir wieder wieder analysieren müssen. Wir sehen schon bei Kay, dass er Heat hat, also Überhitzung in dem Falle. Und ansonsten hat er keine magischen Punkte oder sowas, also MP oder sowas, weshalb er angreifen müsste. Er kann alles machen. Aber sobald die Hitze einen kritischen Punkt erreicht, muss er... Entweder gibt es dann Probleme, oder er muss sich entladen sozusagen. My body is constantly being supplied with crystal energy, so I do not use mana. Okay. I have great speed and stamina, allowing me to strike many times whenever I attack an enemy. However, whenever I attack or use a skill, my heat level rises. As it rises, I become stronger, but there is also a risk of overheating my systems. Let us proceed to a demonstration. Press the button each time I begin to glow to trigger additional attacks. Okay, probieren wir es mal. You did well. Whenever I attack or use a skill, my heat level rises. As it rises, I become stronger, but I run the risk of overheating myself. Also er wärmt sich sozusagen auf, aber bis es ab einem gewissen Grad wird es kritisch. I also possess the ability to change the positions of enemies. By using my juggle skill, I can move this enemy to the other side of the battle. So, fügt einem einzelnen Gegner Schaden zu. Der Schaden ist höher, wenn sich der Hitzemesser im gelben Bereich befindet. Das tut er tatsächlich gerade. Now, let me demonstrate my impact strikes. For this attack, press the button repeatedly. Try to keep the indicator in the yellow area for maximum damage.
let us finish disposing of these errant monsters. Okay. Du... Ich muss ich ganz kurz noch mal schauen, was war denn bei euch gut? Feuer tatsächlich. Dann nutzt das mal. Das war einfach. Noch. Bleibt... Ich sehe es leider so nicht, aber die Frage ist, wird sein Überhitzungslevel bleiben oder geht es wieder runter, sobald ein Kampf beendet ist? Hold on, Cris. We have important matters in the cathedral. Ja, ich wollte schauen, ob wir eventuell, weil die Monster ja angeblich aus der Mine kamen, ob wir da was hätten machen können. Cris, what do you want? Aber I want to anscheinend record nicht. Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, ob man während eines Kampfes auch das Gruppenmitglied ändern kann. Hallo Gaido. Schönen guten Tag. Wie geht's dir so? Ich muss ja mit ihm hier sprechen. Hello, Mr. Rojo. We brought the mineral water. Well, I see you're as good as your word. It's nice to see that someone around here is. How long do you think the repairs will take? I don't imagine it should be too long. Just hold on tight. Und hier kommt das Punkt. Von einer Person namens Punkt anscheinend. And there we have it. Good as new. This is impressive handiwork. It worked. The mural is fixed. Cris, why don't you try approaching the altar now? Dann probieren wir es. Mal gucken, was passieren wird. It's working. Ist ja nicht unsere Mutter. That leaves just 2 more cathedrals to visit. One in Cinder and one in Crystallis. Das ist ja die Mutter der Kathedrale hier, also sowas wie eine Ordensschwester, sowas in der Richtung. Although, I think we still have a little bit of unfinished business here. Uncle Wilhelm, there you are. Oh, hi, Risa. What are you doing here? Ach, Christopher. Krieg dich mal wieder ein. She just said she was looking for me. What is it, Risa? Is everything okay? Not Wahrscheinlich exactly. nicht. The memorial service for Mom is about to start. But I'm worried that our dear Auntie Rollis is going to try something. Lucio and I haven't found any concrete evidence to use against her yet. But after what we all saw in the museum, I just know she had something to do with Mom's death. I see. Cris, I knew Gladys for a long time. She was more than just a close friend. Aha. She was like a sister to me. Okay. I'd really like to attend this memorial service. Das klang ein bisschen anders als wie nur für eine Schwester, aber okay. And maybe we can help straighten out whatever's going on with them. Zur Erklärung, der gute Herr hier ist eigentlich älter, als wie er aussieht. Als Zeitmagier kann er aber so eine junghafte Gestalt annehmen. Ansonsten ist er eigentlich älter, deswegen wird er auch als Onkel angesprochen von Risa. Say no more, Maestro. We understand. And Risa, of course we'll help. Great. The memorial service is being held at the Orowitz Mansion on the north side of town. I'll see you all there. Okay, was ich mal mache, ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen mal schauen. Ich nehme das mal ein bisschen runter, weil das sind 2 Sachen, die halt sehr dominant sind. Damit die Sprachausgabe ein bisschen besser zur Geltung kommt. So. So, hat die Dame gleich noch was zu sagen? I'll see you all there. Besser. Ich würde jetzt zu gerne erstmal in die Mine reingehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, das darf ich nicht.
Hold on, Cris Tales. Ja. Hab ihr verstanden. Dann gehen wir halt zurück. Aber da wird bestimmt gleich irgendwas passieren. Wir müssen bestimmt wieder kämpfen oder so. I recognize some of these things. Normally when I pass by a city, all the people and things have disappeared into the flow of time. Oh nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Moment. Ja, wir gehen einmal wieder ins Menü zurück. Okay, auch ganz kurz nochmal. Ich glaube, ich mache doch nochmal einen Ticken hier wieder lauter. So. Weil das Problem ist, ich habe vorher mit der Switch gespielt und bei der Switch mit dem Controller ist der A-Knopf halt rechts und also der Bestätigungsknopf rechts, das Abbrechen unten. Und jetzt spiele ich halt mit einem anderen Controller am PC. Und da ist es dann unten bestätigen, rechts abbrechen. Well, I see. Deswegen ist es ein bisschen doof. Das hatten wir jetzt aber. And then... Das kann ich also überspringen. Achso, jetzt muss ich wieder hier hin. It's working. Also es hat wenigstens einen Vorteil mit den Sachen hier, mit dem Überspringen, dass man bei einem Kampf, den man verliert, gegebenenfalls wieder neu starten kann und einfach alles wegklicken kann, aber... Uncle. Mit dir gesprochen haben wir ja dann quasi, richtig? I'll see. Okay. Dann nochmal und diesmal nicht abbrechen drücken. Verdammt. Vielleicht werde ich einfach vor der Stadt nochmal speichern. Damit wir nicht das ganze Ding hier nochmal skippen müssen. Sicher, sicher. So. I recognize some of these things. Normally when I pass by a city, all the people and things have disappeared into the flow of time. Maybe this is a strange question, Mr. K, but does that mean you don't have any friends? Das ist eine gemeine Frage. I have had many friends, but it is not the same with me as it is with you. Once I really know a person, that is enough for me. Then I move on. Das ist ein bisschen traurig. That sounds really sad. Ja. I don't feel that way. After all, humans have such short lives that there are always new people to know. Ja, aus seiner Sicht mag es ja vielleicht richtig sein, aber... Gut, vielleicht bleibt er auch bei einer Person, bis sie gestorben ist. Das kann natürlich auch sein. Shall we make a record of our adventure? I want to record Ja, damit. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wo ich jetzt in der Stadt genau hin muss. Dad has been very sad lately. I keep telling him we should go back to Cinder. Nobody likes us here. Die Stimme ist viel zu tief für den Jungen. Aber okay. Man sieht als Erwachsener gar nicht mal so schlecht aus. So ist die Frage nur, wo soll ich hin? Oh. Is there something bothering you? What? Oh, please, don't bother me. I'm working on something extremely important. Ich glaube, wir müssen uns noch mal ein bisschen umschauen hier. It better be pretty important if you're gonna talk to my friend like that. Sweetheart, what I'm doing will change the future of Nevertillera forever.
That does sound important, I guess. Ja, deswegen behandelt man trotzdem niemanden so. It is, darling. If you insist, I'll tell you about it. Aber nur weil du eine Quest hast. I'm going to change how our floats are designed for our annual celebration of the war. Wow. That is literally the least important thing you could have named. Ja. I'm not being hyperbolic. There are no less important things than that. None. Richtig. I almost respect that. I know! Isn't it amazing? This will be life-changing for everyone in the city. Even better! Since I know I've made such an impression on all you kids, why don't you help me shape that future? Okay, wir dürfen bestimmt anscheinend wieder was aussuchen, was wir optisch ändern können. Mal gucken. Why? Because doing anything else is empirically more important. Then you'll do it? Splendid! I asked for ribbons from all over town, but not everyone has given me their contribution yet. If you could all just scoot around to Lyra and grab those for me? But we... Time is wasting. Go on, shoot! Oh mein Gott. Stop. Don't bother, Cris Bell. We've been outmaneuvered. Let's just get her ribbons and be done with this. Das befürchte ich allerdings That auch. sounds magnificent! Let's see! The store owner promised me a ribbon. So did some of the university students. Brandon has the last one. He's by the Central Monument. I'm sure it won't be any trouble for you strapping young heroes. There's even a reward in it for you. Now, scoot. Uff, 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 uff. Ach, ich sehe gerade, sie trägt ein Ei. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Das heißt, die Bewohner hier schlüpfen aus Eiern. Nice. So, wir gucken mal. Dad has been... Hier war ja keiner mehr. Ich gehe nochmal alle ab. Was ist mit euch? The city becomes more and more... Er sagt genau das Gleiche. Hello? Excuse me, mister. Are you the one that was supposed to give Miss Drina a ribbon for her float? What? Oh, sorry. Yes, I was supposed to give it to her. Oh, da Guess kann I ich. dozed off here instead. Here, you give it to her. It was already enough trouble making the damn thing. Rosa Schleife. Now, if you'll excuse me, I have a lot of things to do. Eine rosa Schleife. Eine kleine rosa Schleife aus hübscher Seide. Der kleine Stern ist das Highlight. Ich finde, die sieht tatsächlich hübsch aus. Was ist mit dir? Another Sindarian. Into Lyra? What? Sorry, I was just... Die ist in ihn verknallt, oder wie? Slow down. Take a breath. Or pass out, I suppose. Ah, Wilhelm! I'm so Uff. sorry. I was just... Looking at Joseph? What? No! Is it that obvious? Only for those with eyes. You've clearly been staring at him. Ignore him. So, you're in love with Joseph, is it? Das heißt, wir verkuppeln die beiden jetzt, ja? Shh! He might hear us. Doubtful. He appears to be as focused on himself as you are on him. No! That's not how Joseph is! At least, he didn't used to be. What do you mean? We were very close when we were little. He was actually the only one who treated me nicely when I got here. I just don't know what's happened. Do you think you could speak with him? Well, he was my student. I suppose I can talk to him. But that's not the Joseph I remember. I know he's changed, but deep down, he's got to be the same person. It's just that ever since his mother died, he...
It's all that Oroitz's woman's fault. She even stole my mirror. Ein Spiegel? Gladys? No! Miss Gladys was so supportive of him. Of us. I mean, Rawless. I see. Fear not. What nobler cause could there be than true love? We'll help you. It's our sacred duty. Wird so auf die Schnauze fallen mit Risa. Ich sehe es schon kommen. Sacred duty? Humoring a lovesick girl whose notable skills include staring at people for an uncomfortably long time and misplacing mirrors? Stop. Things never get better when you speak. I'll go talk to Joseph. Eins nach dem anderen. Aber wir haben einen Spiegel gefunden tatsächlich, so ist es ja nicht. So, das können wir noch nicht machen. Die große Parade, gucken wir mal. Rena hat den Traum, die Paraden in der Zukunft noch zu verbessern. Vielleicht kann Crispel ihr ja dabei helfen. Besorge eine Schleife von den Studenten Brandon und Elizabeth. Textilien Tuliras sind in der ganzen Welt für ihre Qualität bekannt und die Tuliraner dominieren den Textilhandel schon seit Jahrhunderten. Also, und unglücklich verliebt? Unerwiderte Liebe. Unsere Helden möchten soll helfen, versuchen nun Josephs Verhalten zu ändern. Sprich mit Joseph. Obwohl Joseph seltsam kalt und distanziert geworden ist, gibt es immer noch Menschen, denen er am Herzen liegt. Könnte ihre Liebe die kalte Mauer durchbrechen? Ich würde es mir wünschen, die passen super zusammen eigentlich. It's been a long time, Joseph. Master Wilhelm, you're back? Are you tutoring anyone else? Risa could certainly use some help. She's been worthless since Mother died. Wow. Eigentlich, ja, sie ist nutzlos. Wenn man Wort für Wort übersetzt. Ha. Has she also forgotten her manners? Or is that just you? Whatever. What do you want? From you? It appears you have nothing of any worth to give. Unfortunate. Then go away, fool. Who asked you to come back anyway? Wow. You can't. Stop, boy. Words won't work. However, there might be something we can find to help change his attitude. But where do we start? Saul said Joseph hasn't always been this way. Especially not with her. Perhaps we should see for ourselves. Matthias? An excellent idea. To the past I go. Na dann. Hopp. Joseph, stop that! Why are you treating Saul that way? That's not like you. But Mother, she's a Centaurian. The twins were mocking me for being friends with her. It doesn't matter where she's from. You know that. And since when do you pay attention to what they think anyway? Richtig. Ignore all of that. Do you like this girl? I do. Oh. A lot. Then stop being such a ridiculous brat and go to her. Here, give her this. Wie eine lächerliche Rotznase, sehr schön. A mirror? A very special mirror. If you focus, it can show you a vision of the future. It's not working. Wait. I see. We look happy together. Very happy. You see? Now, if you're quite done being so profoundly foolish, I suggest you go find that girl. I really like her. Oh. So niedlich. He used to be a nice kid. So it seems. Still, something is missing. And where's that mirror? I want to have a look at it. Wir haben einen Spiegel gefunden, so ist es nicht. That must be the mirror Soul said Rawless took. I think it's the mirror we found. Interesting. From what we've heard, the mirror was imbued with powerful magic. In its current state, though, it's worthless. It needs to be repaired. We could ask Rojo. No good. He's got his hands full repairing the mural. Then what about his son? Rohizo, I think it was? Crispel's right. Maybe we should try talking to him.
Then let us speak with Rohizo. Jetzt ziehen wir den nächsten in diesen Konflikt hier mit rein. Na gut. Oh, you're the outsiders that Dad gave the tools. What can I do for you? Hello, Rohizo. We were wondering if you could help us fix this mirror. I'm not as skilled as Dad, but I'm pretty good with glass. Let me take a look. Interesting. It's not like anything I've ever seen, but it's familiar. I think I've read about this in a book before. Is this a magic mirror? Correct. You're well versed in Telerian artifacts. Do you think you can repair it? I have most everything here, but I remember thinking you would need something peculiar to create a mirror like this. So, to fix it, you'd need that too. What was it? I suspect you're thinking of rainbow water. Rainbow water? Yes, exactly. I had forgotten. Wonderful. What you have forgotten is only the single most important component. This does not bode well. Ach, Wilhelm, wenigstens hat er sich an alles andere erinnert, mal ganz ehrlich. However, let me give you some insight. Oh no. Here's worry. Agua prisma, or rainbow water, is a crucial component in the creation and repair of certain objects imbued with time magic. Because the rainbow water itself is infused with the magic of the mineral pools, it is uniquely suited to contain the powerful time energies required. Muss ich da jetzt noch mal hin und das ganze Wasser sammeln? Oh, interesting. So, can you get some of that stuff? Indeed. We already gave your father the samples he required. Getting more will be no trouble. Great! I'll get everything ready, and we can start when you bring back the sample. Ich muss tatsächlich nochmal neues Wasser holen. Oh Gott. Okay. Das hatten wir. Als sie erfahren, dass ein reparierter Spiegel Joseph helfen könnte, suchen unsere Freunde in der Stadt nach jemandem, der die Reparaturen durchführen könnte. Besorge Wasser aus einem der Teiche des Regenbogensees. Das Wasser der Vorhersehungsteiche ist von Magie durchdrungen. So wie die Teiche Einblicke in eine mögliche Zukunft geben, so sind auch die mit ihrer Essenz hergestellten Objekte voller magischem Potenzial. Okay. Wir gehen gleich nochmal raus. Wir gucken jetzt, ob wir hier noch irgendwie was haben. An Nebenquests oder an Sachen mit Leuten, mit denen wir sprechen können. It's too bad that only memories can be preserved in sapphires. I guess no one can live forever. Sollte eigentlich auch keiner. Bringt nur Ärger, wenn man ehrlich ist. Lady Gladys was always a philanthropist. Half the things in the museum were donated by her. So, dann gehen wir ins Museum. Shall we make a record? Speicher zwischendurch mal nicht, dass wir jetzt irgendwie geschichtlich etwas oder storytechnisch was triggern, was ich noch nicht triggern will. Hey kids, can you help me out? Excuse you? I've been looking for a ribbon. A pretty ribbon. Something really fancy. I mean, it has to be fabulous, you know? You amaze me. I mean that. Aber nicht im positiven Sinne. What he was trying to say is, we're helping Drina decorate her float. She said you promised her a ribbon? Oh, we completely forgot about that. I'm sorry. Could you please hand this to Miss Drina for us? Eine blaue Schleife. Oh, die sieht hübsch aus. Thank you. Die sieht hübsch aus. Wo ist denn die blaue Schleife? Da. Ach, das ist nach Alphabet geordnet. Ah, jetzt bin ich etwas schlauer. Eine Schleife aus einer leuchtend blauen Feder, zusammengehalten von einer goldenen Kette. Es ist dem Schmuck der alten Stämme von Tulira nachempfunden. Silber würde besser passen, finde ich. Silber passt besser zu Blau, meiner Meinung nach. So, und hier? She was a good person. She even liked natural magic. Haben wir hier noch jemanden?
Dann würde ich noch mal zum Museum gehen. Weil ich gehe davon aus, dass da oben nämlich dann alles abgehalten wird für die Beerdigung. Ist hier noch jemand? Nee. Thank you, guys. I don't know what I would have done if you hadn't helped me. Okay, nicht wirklich. Aber eine Studentin hatte doch noch gefehlt, oder? Brandon und Elisabeth. Brandon hatten wir, Studenten hatten wir, Elisabeth fehlt noch. Wo ist aber Elisabeth? Oder wer war es? Fragen wir mal so. Ach so, ist die vielleicht im Kloster? Hier ist niemand. Rechts war ja auch keiner mehr dafür. Der existiert ja nicht. Der existiert irgendwie nur in der Vergangenheit. Nothing to see. Ja, ihr mit eurer männlichen Stimme, die gar nicht dazu passt. Dann würde ich noch mal ins Kloster gehen erstmal. Und dann noch mal zum See. Um einzusacken. Aber dann würde ich erstmal schauen, dass wir Elisabeth hier irgendwie finden. Vielleicht war sie ja hier. Oder auch nicht. I told you, there's nothing. Ja. Mist, wo sind sie hin? Ich kann hier trotzdem nicht hin, richtig? Hold on, Cris. Gut, dann zum See. Ich denke, wir werden Elisabeth finden, sobald es soweit ist. Ich meine, ich habe alles andere mir jetzt angeguckt, da war keine Elisabeth. Also werden wir das dann ein andermal machen, beziehungsweise werden wir das machen, sobald wir können. Seems like you can use this. Sure. Oder ich werde einfach mal mit Drina dann danach reden. Vielleicht reicht das ja auch schon. Kann natürlich auch sein. Do you want to land here? Yes. Also ich finde, hier muss man auch nicht jedes Mal nach irgendwas fragen. Man hätte einfach nur die Auswahlmöglichkeiten geben sollen. Oder halt hier mit den Raus- und Einsteigen, also Aussteigen und Einsteigen, hätte man ignorieren können. Da hätte man einfach dann direkt Cris das Bell, Ganze what do you skippen want to können. do? I want to Nur record. speichern. Nein. Cris Bell, what do you... I want to record. Das ganze Theater jetzt nochmal von vorne, ja? So, we need a sample for Rohizo, right? Yes. I think one will be enough. This should be no problem. Just let me at it. That's it. This sample should do for Rohizo. My young friend. What is it? Look out! Was das eine Wasser reicht? Ich muss nicht nochmal alles abgehen? Aber zumindest klang das jetzt gerade so. Okay, die Hitze geht wieder runter. Das ist sehr schön. So, so, das bewegt. Fügt einem einzelnen Gegner Schaden zu. Der Schaden ist höher, wenn sich der Hitzemesser im gelben Bereich befindet. Verleiht dem Gegner eine Chance von 1:3 oder dass sein Angriff verfehlt. Jetzt nochmal die Impulsschläge.
ich anders agieren. Da muss ich normal angreifen, glaube ich. Ich muss ein bisschen mit seiner Art klarkommen. Das ist noch nicht so ganz... Das Bild sieht so nice aus. Dann kümmerst du dich einfach schon mal hier rüber. Nee. Ich meine, er sollte sich hier gleich noch mal kühlen. Das wollte ich. Ja, das muss er zwischendurch halt machen, ansonsten haben wir ein Problem. Achso, und ich wollte ihm noch einen... Ich wollte ihm noch eine Dingens geben. Noch eine Ausrüstung, das habe ich noch nicht gemacht. As always, local wildlife objects to our presence. But we're not the bad guys. Why do we always have to fight monsters? This is their home. We're trespassing. Uninvited, tramping around, making a mess. Is it such a mystery? Here, we're the monsters. Das stimmt eigentlich, wenn man es so nimmt. Well, when you put it like that. I used small words. It helps. And try to remember, there are two sides to every battle. Neither thinks they're the bad guys. Should we not return to Rohizo now? Yeah, let's go. I don't want to be the monster here. Ja, verständlich, verständlich. So, das heißt, wir können einmal die Sache wieder abgeben. Seems like you can... Sure. Und dann will ich auf alle Fälle mal wegen ein paar Sachen schauen, die ich hier geben kann. Das wollte ich ursprünglich beim letzten Mal schon machen, da durfte ich aber gar nicht hin. Do you want to land? Yes. So, das heißt, ich muss mal gucken mal ganz schnell durch. So, du brauchst ein Siegel. Wenn auch ein Siegel haben wir nicht. Und du brauchst was für die Hände. Also einmal Handschuhe für ihn hier und für ihn hier brauchen wir 3 Sachen. Also Saphirring kann er ja behalten. Oder? Was hatten wir? Bernsteinring wäre natürlich besser. Handschuhe oder Armreif. Armreif, Kette, Schuhe. Vielleicht ein anderer Ring. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Da habe ich nämlich auch noch nicht geschaut. Shall we make a record of... I want to Erstmal mache ich das hier. Hello, travelers. I'm here. So, gucken wir mal kurz durch. So, dich brauche ich nicht. Eine Saphirkette. Ein kleiner Saphiranhänger ziert diese Kette. Der Träger stellt nach einem Magieangriff 8% seiner maximalen LP wieder her. Kann ich nicht benutzen, weil er kein... Und einen Silberring hat er schon. Er hat kein Magiedingens halt, was er benutzt.
Er braucht was für die Physis. Also, um physisch halt Schaden zu verursachen. So. Verteidigung, magischer Angriff. Ich guck mal kurz. Ach, das wäre dann auch für ihn was. Okay. Schwere Stiefel. Haben wir sonst noch was? So, nehmen wir einmal Stiefel mit. Das wird jetzt ein bisschen teuer, glaube ich. So. Dann greift er noch schneller an. Also eigentlich ist es gar nicht mehr so verkehrt. So, Stahlschoner. Ich brauche 2. Und dann brauche ich noch eine Kette. So. Kleine Ruhe kriegen wir sogar noch hin. Du hast die Kette aber schon. Magischer Angriff, magische Verteidigung. Mal kurz klopschen. Magischer Angriff, 8% LP bringt mir gerade nichts. Den Ring hatte ja eigentlich schon. Das ist das, was er eigentlich noch bräuchte, statt den Silberring. Ich brauche aber trotzdem noch eine Kette. Fünf und 10, 3 und 5. Ich hole mal die hier. Dann machen wir Folgendes. Warte mal. Ausrüstung. Ich nehme den Saphirring mal raus. Hello, travelers. I'm here. Laden. Wird nicht reichen. Da muss ich mal hier ein bisschen... Wisst ihr was? Ich verkaufe die mal. Ich verkaufe die. Dann haben wir wenigstens Kohle. Und dann kann er... Erhöht die Angriffskraft und 10% des physischen Schadens. Dann kriegt er das hier nämlich noch. Stattdessen. So. Dann belassen wir das dabei. Hello, Dann gucke ich mal kurz wegen der Zeitsynthese. Okay, beschädigte Kraftfäuste. Also Case Standardfäuste. Die schützende äußere Hülle wurde im Laufe der Zeit abgetragen, sodass Kabel und Zahnräder mittlerweile frei liegen. Trotz der Abnutzungserscheinungen ist es offensichtlich, dass diese Fäuste von einem Meisteringenieur gebaut wurden. So, rechts sehen sie schon ein bisschen besser aus. Kraftfäuste. Intakte Version der Kraftfäuste. An den Fingern wurde eine Beschichtung angebracht, um den Träger bei schnellen Angriffen zu schützen. Der Kampfhandschuh selbst wurde ebenfalls verstärkt. Machen wir direkt, weil alle anderen haben schon als nächstes 4. Er muss mal hinterher. Deswegen machen wir das mal. Eine reparierte und verstärkte Version der Kraftfäuste. Einige Kabel liegen noch frei, aber die Verbesserungen an der Fingerpanzerung und der Handschuhpanzerung erhalten die Integrität der Waffen. Verstärkte Kraftfäuste. Eine höhere Stufe der Kraftfäuste. Diese Version wurde im Hinblick auf eine verbesserte Handlichkeit und ein geringeres Risiko einer Überhitzung überarbeitet. So. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir seins erstmal noch hinterher leveln und dann gucken wir wegen den anderen Sachen. Ich bin ein bisschen im Überlegen.
Ich weiß halt nicht, was er halt Hello, travelers. braucht alles. Er braucht jetzt 6.000. Vorher waren es 3.000. Lass es danach, dann haben wir 3. Dann fehlt noch ein. Lass es dann nochmal 10.000, also 16.000 ungefähr. Bräuchte er. So, wer bist denn du eigentlich? Hello, Ach, das war Elizabeth. Warte mal, dann. Hello, Elizabeth. Do you have any decorations for a parade cart? Miss Drina said you had a ribbon for her. Oh, the decoration Miss Drina asked for, Meow. You're collecting ribbons for her? You could say that. Oh, then here you go, Meow. Grüne Schleife wurde deiner Tasche hinzugefügt. That's all of them. Let's return to Drina. Wie gut, dass ich bei ihr nochmal nachgeschaut habe wegen dem Namen. Inventar. Grüne Schleife. Eine Schleife aus einer leuchtend grünen Feder, zusammengehalten von einer goldenen Kette. Es ist dem Schmuck der alten Stämme von Tuliva nachempfunden. Okay. Was sagt die Questlog dazu? Zwang. Aristokraten wie Drina halten Stoff aus Tuliva für ein Zeichen von Kultiviertheit und Überlegenheit und erwarten sie daher überall in ihrem Leben. Achso, das hat sich nicht geändert. Wobei doch vielleicht ein bisschen. Sprechen wir mit der guten Dame. Miss Drina, we've got your ribbons. Und danach gehen wir direkt den Spiegel fertig machen. Oh, magnificent! Now for the final touches. Was willst du noch machen? There we go. It's done. Come on, let's move. This float can't be in the parade alone, right? Wait, why us? I'm an artist, not an entertainer. My genius takes place behind the scenes. Anyone can ride the float, and that's you. Ja, schön. I guess it wouldn't hurt. What do you say, Cris Bell? I suppose we can help Miss Drina with this. What harm could it do? Then it's settled. On to the show! Sehr schön. Oh, Wilhelm darf nicht mit, nur weil wir Kay in der Truppe haben. Wie gemein. That was magnificent! People couldn't take their eyes off my float. I knew it would be a hit. Ich habe gerade Höhepunkt der Feier als Errungenschaft auf Epic Games bekommen. Sehr schön. It's a new era in parade technology. Soon I'll be the one in charge of the whole parade. Oh, thank you. I don't know what would have happened if you all hadn't played your tiny, almost inconsequential part. Wow. Sehr freundlich. Right. Anyway, you mentioned reward? Oh, of course. Here, my gift to you. Flammenanhänger. Well, I'm certainly glad we were able to help Miss Drina. And riding on that float was kind of fun. What a curious experience that was. But I cannot deny it was enjoyable. That's enough reminiscing. We still have more important matters to attend to. Ach, du bist doch nur sauer, weil du nicht mitgefahren bist. Okay, warte mal. Ausrüstung. Alle haben sowas, das ist sehr schön. Also, warte. Nee. Ausrüstung. Waffe. Flammenanhänger. Ein Anhänger in der Form eines Lauffeuers. Chance von 30% dem Gegner Verbrennung hinzuzufügen. Hast du gerade was? Nee. Du hast Vergiftung. Das andere hatten wir rausgenommen. Du bist aber sowieso eher der Magier. Und da du Ruff haust, kriegst du den Flammenanhänger. Das macht eigentlich nur Sinn. Okay. Dann haben wir noch die andere Quest. Und die letzte Quest können wir noch nicht machen. Weil wir nicht in die Mine können. Ohizo, we have your water sample. Just in time. That's all I need to finish the repairs. Give me a second. There you go. As good as new. Seelenspiegel wurde deiner Tasche hinzugefügt. Impressive work.
I might not be as good as my dad, but I know my way around these things. Thanks a lot, Rohizo. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Now, let's go see if we can talk some sense to that Joseph guy. Na, da bin ich mal gespannt. Was sagt die Quest? Also aus Neugier. Was auch immer passiert ist, zumindest konnte Drina am Ende die Parade genießen. Das ist doch was Gutes, oder? Drina hat den Traum, die Parade in der Zukunft noch zu verbessern. Vielleicht kann Crispy ihr ja helfen. Okay, da hat sich nichts geändert. Der Spiegel ist Teil einer Legende. Es wird angenommen, dass 12 solcher magischen Objekte im Laufe der Jahrhunderte aus den Minen geholt wurden. Gib Joseph den Spiegel. You again? What now? Well, as your old mentor, I wanted to give you something. A reminder of the old days. When you were less... this. Als du weniger so warst. What a joke. And how do you figure? Wait. Is this... What do you see? my future? I'm alone. And she's alone. Yes. That's because currently, you're an ass and she's a fool. Things will need to change. You'll need to stop being such an ass. This, in turn, will prevent her from being a fool for thinking you're worthwhile. Or continue being insufferable. You'll die alone. More tragically, so will she. Your choice. I don't... Tell her how you feel. Who cares if she's a Sundarian? What does anyone else's opinion really matter? Dankeschön, genau das. You're right. After my mother died, I was lost, rudderless. I needed someone, anyone I could find, to give me guidance. Wie nicht mehr so hochnäsig klingt. I assume you found Rallis? She appeared out of nowhere, just when I needed her most. She rambled about things that only Mom knew. She kept saying that we needed to distance ourselves from some people, unworthy people. The more she talked, the more it made sense that the only people in Tulira who weren't unworthy were us, the Orowitz. We have power, riches, respect, and they all hate us. Everyone. Not everyone. Not Soul. She still believes in me? Mhm. She believes that there's still good in you. Of course she would. That's Saul. I've been such a fool. Agreed. You are an idiot. Now go and apologize to her. Genau, können wir noch in den Hintern treten dafür? I will. Thank you, everyone. I'll do better. Be better. Now, if you'll excuse me, I need to beg for forgiveness. Oh. Das sieht doch besser aus. Thank you all. This feels like a dream to me. I don't have much, but I want you to have this. Sendersiegel wurde deiner Tasche hinzugefügt. I don't think I'll be returning to Sender anytime soon. You might need it more than me. Das heißt, wir haben aber schon ein Siegel für jemanden, den wir aus Zinder bekommen werden. Thank you, Saul. Also, I think this Rawless woman is up to no good. Yes. Was it the painfully obvious and abundant clues that tipped you off? Ach, meine Güte. Ich liebe es, wie Wilhelm versucht, immer so die Dinge, ja, so vorsichtig einen auf die Nase zu binden, sag ich mal. Regardless, we need to investigate further. The twins seem to have been collaborating with her, which makes things a bit more interesting. Hast du noch was zu sagen? I'm so sorry. I was an idiot. With everyone. But especially with you. You are an idiot. And you're gonna make it up to me. Even if it takes the rest of our lives. Ja. Damit hat sie eigentlich schon gesagt, heirate mich. Wenn man es so nimmt.
Achso, nee. Ich wollte mal rüberschauen. Wir wissen. Ach, schade. Ich wollte schauen, ob ich mit denen sprechen kann, aber geht leider nicht. Aber schön. Dann haben wir wieder was geschafft. So. Joseph erkennt, dass er sein Verhalten gegenüber Soll und allen anderen verändern muss. So soll das sein. Das kann ich aber immer noch nicht machen. Ich muss halt Salzblöcke aus den Minen holen. Ich kann aber noch nicht in die Minen. Das heißt, das wird momentan ein bisschen schwierig. Welcome. It's only 2 That would be great. at your 800 pro Person. Nicht pro Person, 800 für die Gruppe jetzt. Aber noch günstiger als... It may be. Okay, als das Zelt. So. Er hat das Tulliver-Siegel. Das Zinder-Siegel können wir noch nicht benutzen. Okay, die Truhe habe ich schon. Dann ist das Einzige, was jetzt ansteht. Shall we make a record of our adventure? I want to record. Eventuell jetzt hier in das Gebäude zu gehen. Was anderes haben wir ja nicht. Alles andere haben wir quasi schon erledigt. Okay, passiert automatisch. I don't really like being in places this crowded. They appear to be mourning someone. I have observed this behavior previously. Gladys must have been a pretty important person. It feels almost like the whole city is gathered here. She was the head of the Orowitz family. She had a kind heart that cared for everyone, without distinction. And she always put the well-being of Talira first. She was a good friend. Shh, it's starting. Family and friends, we have come together today to mourn the tragic loss of our beloved matron, Gladys Orowitz. Oh, jetzt wird's ausgesprochen, okay. May her soul find peace in the warm arms of the lady. Werde ich wahrscheinlich wieder vergessen. Ich weiß auch nicht, ob das vorher schon mal erwähnt worden ist. Wenn ja, habe ich es nicht mitbekommen, leider. Lady Gladys was an inspiration to us all. I'm sure we each have many stories of her selflessness and kindness. So today, although we mourn, we should also try to celebrate a life well lived. I ask that everyone please come together, take a moment, and share your happy memories of Lady Gladys with each other. Knowing her, I'm sure she would rather be remembered with smiles than with tears. Stimmt schon. So, what do we do now? Also gehe ich jetzt mal von aus, zumindest würde ich das auch so wollen. Dass Familie und Freunde, mit denen ich einen sehr guten Draht habe, nicht weinen, sondern halt ein Lächeln haben. Let's go talk to Uncle Lucio. So, mit Lucio sollen wir reden. Wir gucken aber trotzdem. When I said I wanted to study in the university, she was the first one to encourage me. Moment, er hat eigentlich gesagt, als ich mich dazu entschieden habe, an der Universität zu studieren, war sie die Erste, die mich dazu ermutigt hatte. Und nicht, dass es traurig zu sehen, dass in der Familie so viel gestritten wird. She was always like that, bringing out the best in people. Das ist eine falsche deutsche Übersetzung gewesen. Ein falscher eingefügter Satz. I remember how she was always kind to everyone in town. She even brought me medicine when I was sick. Oh. Mit euch kann ich nicht sprechen. Wir gehen trotzdem mal alle durch.
Lady Gladys was always a philanthropist. Half the things in the museum were donated by her. She was a great teacher. We're going to miss her. She was a good person. She even liked natural magic. It's too bad that only memories... Das hatten wir schon. I'm glad none of those Sindarians came. Ach, halt die Klappe. I simply don't understand how Gladys could have been so sympathetic towards them. Ganz ehrlich, alleine deswegen sollten doch Zinderaner hier mit am Start sein, eben weil Gladys wohlwollend ihr denen gegenüber war. Ganz ehrlich. Gladys always used to say she wasn't a fan of the war. And she always greeted returning soldiers with the warmest of smiles. I can almost see her now. I hate that Risa. She doesn't even go to Mass often enough. You won't get anything from that diary! Besides, it's not like anyone will believe you. I can't believe I used to teach you kids. You won't get anything from that diary! Guckt euch mal die Augen an. Die Augen sehen aus, als wenn sie kontrolliert werden. Lady Gladys was Er hat always wenigstens so ein leichtes Strahlen gehabt. Oh, is that Professor Wilhelm I see? I'm sorry about before, and I believe we haven't been properly introduced. Gladys and I exchanged so many letters over the years that I recognized you instantly. Mm-hmm. Didn't she have a phrase? A towering intellect in little boys' overalls. I'm gonna use that. I have to say, you did an excellent job educating the children. If only Gladys had focused on their manners a little bit more. Anyway, you're welcome to join us during the memorial, but try to not talk too much. It would be rude under the circumstances. I hope you will come by the house for dinner at a more appropriate time. I definitely will. Mit ihr kann ich nicht reden. Ich will halt noch nicht... Warte mal. Da können wir noch mal zuhören, okay? So glad you could make it, Wilhelm. It would have been important for Gladys. Glad to see you made it, Master Wilhelm. I wouldn't miss it for anything. Sie ist ein V. Seht euch mal das Federkleid unten an. Sie ist ein V. Finde ich interessant. Alle anderen haben nicht mehr ganz so viele Schwanzfedern. Nee, warte mal. Was sagt Questlog? Nach Gladys Tod bricht in der Familie Owens das Chaos aus. Erst als Wallace auftaucht und die Rolle des Familienoberhaupts übernimmt, wird es wieder etwas ruhiger. Doch nicht alle sind mit ihr in dieser Position einverstanden. Auf Wilhelms Bitte wohnen unsere Helden einer Gedenkfeier für seine verstorbene Freundin bei. Ich spreche mal mit ihm. Master Wilhelm, I'm happy you made it. Gladys would have wanted you here. Wir werden auf jeden Fall da oben noch mal hingehen. I'm glad I made it too. Risa let me know what was happening. Have the two of you made any progress on your investigation into Rawless? Some. Supposedly she was Gladys's cousin, who had been living abroad. Almost no one here seems to remember her, although both the twins vouched for her. Die werden kontrolliert. I checked and I was able to find some holdings in her name, but I couldn't find anyone who actually recalls seeing her there. No one saw her kidnap Franny either. If we were to confront her now, it would just be our word against hers. And that's where the trail runs cold, I fear. I would ask Gladys about her, but one can't interrogate the dead. Maybe there's something I can do to help with that. How so? What do you mean? I think that's Lady Gladys I see in the past.
I may be able to use time magic to find out what she's saying. Leave it to me, Cris Tales. Gut, dann bin ich froh, dass ich das Gespräch doch erstmal geführt habe. There's a picture in the altar. Yes. A picture of Gladys. She seems... nice. I'm sorry, Wilhelm. I'm not very good with this. Das hatten wir schon. Ja gut, dann gucken wir mal, was Madame hier zu sagen hat. Komm erstmal zu uns. It warms my heart to see the city prospering like this. My children seem to think I'm invincible, but I won't be here to guide them forever. I suppose there's only one thing left to do. Time to go finish that will I've been working on. Ein Testament. I should probably tell Mr. Lucio about this. Das ist natürlich die Frage, wo hat sie das Testament versteckt? Ich hoffe ja in den Minen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Liegt auf dem Boden, Stofffetzen? Ich weiß es nicht. Cris Tales, did you learn anything useful? I think so, Mr. Lucio. Did you know Lady Gladys left a will? I knew she started working on one, once, but not what became of it. My friends, we now have a special announcement. Lady Rallis wishes to address the group. Ich will sie gar nicht reden hören. Today is indeed a very sad day. Ja, sehr traurig. Hey, that's the bird lady I saw. I think. Buki, halt die Klappe. But the Orowitz family must move forward. I'm sure that is what Gladys would have wanted. And to that end, we do have some business that needs to be resolved. The family needs to choose a new matriarch. Before her tragic death, my dear sister Gladys made me promise that I would take care of the family if anything happened to her. Na klar. She was quite insistent that the family fortune be protected and stay within the family. So, it is with a heavy heart that I nominate myself for the role. That woman kidnapped my Franny. And she plotted with the Empress. And she came out of a magic portal and smashed the mural. And she... Wait, what? Buki, are you saying you saw what happened? Yes. No? Maybe. I think. I'm sorry, dearie. My memory hasn't been the same ever since I lost my part. Maybe Rallis disassembled her to prevent her from telling the story. If we can find the missing components, I think it should be possible to repair her. Wow, Kay. Talk about being reliable. Do you know where the rest of your body might be, Miss Buki? Da kann doch jetzt nur noch die Mine sein. I'm not entirely sure, but I can still feel around them a bit. They're somewhere salty and dark and full of monsters. Not very pleasant. Ich sollte mich nicht drüber lustig machen, aber es klingt halt lustig. Zumindest im Spiel. Sorry. That sounds like the depths of the salt mines. Let's go check it out. Just hold tight, Gladys. We won't let this woman ruin your legacy. Yay. Das ist gut, weil dann kriegen wir doch endlich das Salz, was wir für die eine Quest noch brauchen. Und unser netter Herr ist ja direkt dort in der Versammlung mit am Start, dass wir dort das abgeben können. Theoretisch. Ich hoffe, das funktioniert. Aber diese langen Strecken. Wir können bei der Kathedrale speichern. Vielleicht schaffen wir es ja auch. The entrance to the mines is to the west, Cris Tales.
dass wir noch in den nächsten Bereich kommen, also auf einen nächsten Kontinent sozusagen. Let's go find Buki's missing parts. Oh, thank you all so much for doing this for me, dearies. Oh, perhaps afterwards I can bake you all some cookies. Wie will sie das machen? Wenn sie nicht... Wobei, wenn sie alle Teile hat, könnte es hinhauen. What do you want to... I want to record our... Das wäre dann möglich. Oh, I see them. Some of my parts are right there. Im Feuer. Bukis Perlen wurden deiner Tasche hinzugefügt. Wie viele Perlen? Ah, my pearls. Oh, it feels so good to see them again. Perlen. Once I'm all back together, I'll have to find a proper way to thank you. Das Stottern hat ein bisschen nachgelassen. Es war nicht mehr ganz so schlimm. Inventar. Kopf hatten wir, linke Hand Perlen. Die Perlenkette von Buki, Zeugin von Never Tolera. Jetzt kann ich doch hier aber kaputt machen. Verwittern. Great display, Cris Bell. Da ist noch was. Da gräbt jemand. Da graben ein paar Leute. Und es gibt einige Kisten. Willkommen in den Salzminen. The last time I came to this area, there was no cavern here. These mines have been around for generations. How often do you pass by these places? I do not measure my life by the same timescales that you do. It is rare for an event to occur that is interesting enough to merit my involvement. What would be an example of something that's interesting enough? For example, when a time mage comes to the lake with the head of a witness in her bag. Okay, yeah, fair enough. Yeah, I hear you, Kay. That doesn't sound like the sort of thing that happens that often. Ja, stimmt. All right, that's enough chit-chat, everyone. We have a job. Indeed. I can sense the faint signal of a witness down here. It must be Buki's remaining parts. Ja, ich hab wieder zu schnell gedrückt. I'm sorry. Wir müssen ja hier irgendwie durchkommen. Schon besser. This is the only thing I know how to do. I hope it's helping keep everyone warm in Tulira. Indem man Salz abbaut? Muss ich das verstehen? Wieder ein Spiegel. Oh, ich sollte... Okay, hier jetzt noch nicht. Aber theoretisch sollte ich wieder dafür sorgen, dass... ich greife nochmal an. Dass... Wilhelm wieder analysieren kann. So. Ansonsten überhitzt du mir und das kann ich nicht gebrauchen.
So, ich bin schon mal gespannt, wenn wir hier wieder rauskommen, wie viele Punkte wir gesammelt haben. Alleine schon fürs Aufwerten der Sachen. Glas der Heilung. Das ist neu. Stellt 500 HP eines einzelnen Ziels wieder her. Nur ein Schluck dieser Mischung aus Zitrusfrüchten und regionalen Pflanzen heilt alle Leiden. Ja, warum nicht? Du hast 120. Das heißt, das kann ich dann zwischendurch dann auch mal so verwenden, theoretisch. Für einen Kampf wahrscheinlich weniger gebrauchsfähig. Theoretisch. Mal gucken. Ihr seid neu. Okay, ich muss, glaube ich, Wilhelm ehrlich mal wieder hier dazu holen. Das ist jetzt schlecht. Wir flüchten mal. Weil ich muss Wilhelm, glaube ich, erstmal hier dazu holen, um zu analysieren. Das heißt, Gruppe. Ihr tauscht mal aus. Gegen Gift. Da war auf jeden Fall die Truhe von oben, die können wir uns gleich mal schnappen. So sieht sie eigentlich mega nice aus, muss man mir ja mal sagen. So weniger. Also das komische Viech dort. Kleiner Salzgeist. Eine Manifestation reiner Energie, die in der Lage ist, einem Salzhaufen Form zu verleihen. Wenn die Zeit reif ist, wird die Kreatur versuchen, sich in jede Seele zu verwandeln, die töricht genug ist, sich mit ihr anzulegen. Kleine Salzabnormität. Eine Manifestation, die die Kontrolle über einen Salzhaufen übernommen hat. Noch immer eine unansehnliche und unvollkommene Form. Wenn die Zeit reif ist, wird sie jeden Menschen, der sich ihr nähert, perfekt kopieren. Salzdoppel. Die perfektionierte Form eines Salzgeistes. Er bewegt sich so wie der Mensch, den er kopiert hat, und kann sogar die gleiche Magie wirken, derer der Mensch fähig war. Ach so. Aber trotzdem hier und hier, das sieht halt wenigstens niedlich aus irgendwo. Aber das hier, naja. Angriff, ich muss mal ganz kurz schauen. Nein! Ich wollte... ich dumm, ich weiß. Warte mal. Ach, der ist immer noch im Berserker-Modus. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz schauen. Alles normal. Aber physische Angriffe funktionieren nicht. Okay, dann kümmerst du dich mit den Fähigkeiten darum. Sie trifft aber wiederum. Ich weiß nur nicht warum. Aber wahrscheinlich, weil es jetzt kein Salzhaufen mehr ist. Das könnte sein. Also als Salzhaufen gibt es Probleme. Ansonsten kann man draufhauen, wenn eine Form angenommen worden ist. Verstanden.
Regression. Okay, was ist Regression? Wartet mal. Stellt den Status eines Ziels von vor einer Runde wieder her. Dies beinhaltet Statusline, LP, MP und KP. Die Manipulation der Zeit ist eine äußerst komplexe Kunst, die jahrelange Übung erfordert, um sie zu meistern. Daher sind Zeitmagier immer darauf erpicht, neue Effekte auszuprobieren, auch wenn die Ethik, einen Zauber auf ein Lebewesen zu wirken, fragwürdig ist. Kommt drauf an, was für ein Zauber, wenn man es so nimmt. Wir behalten Wilhelm mal kurz ein bisschen drin. Stahlhandschoner. Super, hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Erstmal hier hin, weil... So. Ein Saphirring. Aber können wir später verkaufen, also ist okay. Wir schauen mal, ob es jetzt noch ein... Nee. Okay, weißt du was? Fähigkeit, Offensive, Explosiv, Pflanzen. Nee, was ich sagen wollte ist, wir werden mal, Hey wieder reinholen. Aber ich muss halt echt switchen teilweise. Ich habe das Gefühl, sonst... Ich komme nicht unbedingt groß erstmal. Nee, warte, da haben wir die Bombe gefasst. Weil die müssen ja alle irgendwie leveln. Und ich habe so das Gefühl, dass immer mal einer dann verschwinden wird und der andere irgendwie hinterher gelevelt werden muss. Deswegen muss ich schauen, dass ich die alle irgendwie auf einer Ebene behalte, sozusagen. Dann nehme ich halt die beiden mal rein. Dass die auf 17 kommen, sobald sie auf 17 sind. Der erste, der dann 8, dann muss ich halt komplett durchswitchen. Dann hilft mir das nichts, leider. Beziehungsweise ich habe keine andere Wahl. So, was ist mit dir? Mining is getting harder with so many monsters lurking around. We're confined to this tiny space. Ihr dürft den winzigen Raum nicht verlassen? Oh, hier geht's weiter. Toliva-Siegel wurde deiner Tasche hinzugefügt. Das heißt, wir haben ein zweites Siegel. Ausrüstung. Jo. Kann er gebrauchen. Da muss ich mich da auch schon mal nicht bemühen, dass er ein weiteres Siegel bekommt. Bookies rechte Hand wurde deiner Tasche hinzugefügt. I'm glad we found it, but it looks like someone's been here recently. Judging by the blue crumbles, I'd say the miners have been digging up and grinding small sapphires into dust. Christopher meinte gerade noch, es scheint so, als wenn vor kurzem jemand hier gewesen wäre. Das stand leider nicht in der Übersetzung drin. But why would they do that? A long time ago, there was a group of people in this area who did the same thing. They used the dust for rituals. How long ago was this? 1,246 years. Da hätte man vielleicht die Zahl hinschreiben sollen, so wie bei 721. Und nicht so hinschreiben sollen. 1246 Jahre. I should have known better than to ask. Und hier geht's nun noch weiter. Apropos, was sagt denn der Arm? Oder rechte Hand? Die rechte Hand von Buki, Zeuge von Never to Liva. Sie zu halten fühlt sich irgendwie falsch an. Das ist nur die Hand. Hier haben wir aber noch einen Arm mit am Start.
Ich muss erst unten lang. Hier komme ich gar nicht hin. Ah. So geht's natürlich auch. Stahlhandschuhe nochmal. Ich hätte mir das Kaufen echt überlegen sollen, aber manchmal muss das sein. Erstmal kurz verwittern, damit ich hier durch kann. Ein Regenbogentee, dann können wir nochmal... Hello there! I don't usually like quite so much salt, but it sure creates a surreal environment. Wenn du das sagst. These mines have some sort of ethereal quality to them. It must be the salt taking different shapes, having been molded by hand and magic and time. Or maybe just the ghost roaming around the mine. These mines sure have changed from the last time I visited them. Okay, der war auch erst vor kurzem anscheinend hier. So, dich brauche ich schon mal gar nicht. Weg mit dir. Werde ich nicht benutzen. Werde ich nicht benutzen. Ich kenne mich. Du kannst auch weg. Haben wir alles soweit. So, und dich behalte ich, weil wir bestimmt noch einen Zinderaner bekommen. Ah, du warst Verstummungsschutz. Ja, gut. 11.000 haben wir schon wieder. Und jetzt, ja. Und wieder herstellen. Dann können wir nämlich auch oben lang. Ich glaube, das wird notwendig sein. Jetzt ist die Frage, ob da links noch was ist oder ob es da weitergeht und ich erstmal wieder zurücklaufen muss. So, kümmert sich um den da. Okay, Fähigkeit, offensiv, explosiv werfen. Oh, jetzt hat er sich wehgetan, Shooter. Moment, du kümmerst dich um sie hier. Du kümmerst dich hier drum. Ach ja, Mann, ich vergesse immer, dass die ja immun dagegen sind. Jetzt ist die Frage... Ja gut, das habe ich jetzt mir selber zuzuschreiben. Was passiert mit Impulsschlägen? Gilt es als Fähigkeit? Also hier helfen wirklich nur Bomben oder Pech gehabt. Ja, was? Wir setzen mal Spiegelbild ein. Ach du meine Güte, wie das aussieht. Als wenn er schnell laufen würde, also muss ich ja sagen. So, besser. So, ich werde ganz kurz einmal die Fähigkeiten nutzen und teilen. So, achso, und Fähigkeiten? Okay, mit Kay hat sie soweit noch nichts gelernt. Okay, hier muss auch was hin. Da muss ich tatsächlich erstmal hoch. Reicht das schon? Das reicht. Den Körper holen wir uns gleich erst. Ich gehe da erstmal noch nicht wieder hin. This seems like a good spot to collect some salt.
Be careful, Crispell, with delicacy. Zweite Salzprobe wurde deiner Tasche hinzugefügt. Zweite? There we go. Ach, da oben ist die erste, sehe ich gerade. Let us go look for the other one. Guck mal trotzdem mal rein. Eine kleine Salzprobe aus den Salzminen. In der Flasche hat die Probe eine feste Konsistenz, fast schon wie Metall. Es lassen sich mehrere Brocken Salz erkennen. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. This seems like a good spot to collect some salt. Be careful, Crispell, with... Ja, das kennen wir schon. Erste Salzprobe. There we go. Let us go look for the other one. 2 down. We're ready to go. Shh. Keep your voice down. Something's coming. Be ready, mages. Okay, erste Salzprobe haben wir. Bestimmt die Salzmonster wieder. Oder auch nicht. Fast K.O. Dann kann er nämlich den Rest machen. Und wir sind nicht überhitzt. Nutzt die Impulsschläge nochmal. Mal bitte K.O., bevor Wilhelm meint, da gleich nochmal durchdrehen zu müssen mit der Verwirrtheit. Das wäre schlecht. Why do monsters always come for us? There must be a pattern here. Weil wir die Hellen sind, die Sachen You erledigen. want to ponder in the middle of these mines? Sure. Let's go back to Four Eyes. Boah, Eis, wie nett. So, was sagt denn das Team? Okay, hier geht's tatsächlich zurück. Dann würde ich erstmal Bukis Körper mitnehmen. Und einmal heilen. Sicher. Oh. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Aber mit Überhitzen kriegen die Gegner auch nochmal Schaden. Habe ich gerade mitbekommen. Ist vielleicht gar nicht so doof gewesen. Dann nutzen wir einfach die Chance und heilen wieder, ganz ehrlich. So, sie hat so viel Mana, was sie eigentlich wirklich nur für Heilung verwenden könnte. Ich muss runter. Aber wir gehen oben dann lang auf jeden Fall. Bukis Ohrringe wurden deiner Tasche hinzugefügt. Oh, there's my body. It's not much to look at, but I am rather fond of it.
Oh, thank you so much, children. This whole thing has been such a gosh darn ordeal. Oh. Let's return to the cathedral. We should be able to reassemble her there. Ich war leider etwas zu voreilig. Sie hat wahrscheinlich dann noch gesagt, ja, excuse me for using those words oder sowas in der Richtung. Werde ich zurückgeschickt? Ich möchte also wir können speichern, aber ich wollte eigentlich da oben noch Cris lang. Bell, what do you want to do? I want to Bin ich ganz ehrlich, ich möchte eigentlich noch lang. Also nochmal den Weg. Weil ich will wissen, wo es da weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Ach, wir haben ja noch Mikroblitz. Stimmt ja. Ich entsinne mich dunkel. Reicht ein normaler Schlag, da drücke ich gar nicht erst nochmal. Hätte wahrscheinlich eh nichts gebracht. Du wirkst ein bisschen größer als unserer, das finde ich nicht ganz korrekt hier. Gucken wir uns erstmal um einen. Du kümmerst dich um Madame. Boah. Das tat weh. Ich bin noch ganz ehrlich, mich würde das Überhitzen nicht mehr stören, weil er danach nochmal Brandschaden verursacht und Verbrennungen verteilt. Das ist halt eigentlich eine Überlegung, ob man das dann tatsächlich so beibehält. Nee, ich muss runter. Falsche Richtung. Ich dachte, er ruft nach Hilfe, aber zum Glück nicht. Aber wir kriegen gut Murmeln zusammen, dass wir, wenn wir zurückkommen, runter, wieder hochheilen können tatsächlich.
oben ging es irgendwo hin. Ich will wissen, wo es dorthin geht. Ah, wir sind von da gekommen. Oh lol, ich war unten die ganze Zeit aktiv und dachte, wir wären da nicht gewesen. Aber wir sind von dort gekommen. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Na gut, dann die Strecke wieder zurück. Ich habe halt echt nicht damit gerechnet, dass es hier zurückgeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hab mich schon gewundert, warum man erst die zweite und dann die erste Probe kriegt, wenn man hier doch gar nicht lang gelaufen ist. Aber Schwachsinn. Ja. Ich bin halt doof. Ist halt so. Aber dann kriegen wir wenigstens Murmeln, dann leveln wir dadurch nochmal ein bisschen. Können schneller wieder aufwerten. Also eigentlich letztendlich eine Win-Win-Situation. Solange wie wir nicht unvorteilhaft sterben. Ich frage mich nur immer noch, warum sie so langsam ist. Liegt es tatsächlich an den Eisenschienen? Ich glaube, da muss ich da gegebenenfalls nochmal umdisponieren. Und in der Kathedrale wollten sie dann aufbauen. So hatten sie es gesagt, richtig? Hast du noch was zu sagen? This is the only thing. Ja, I hope it's schon. So, wir blockieren mal. Wir haben noch einen Kampf. Nee, haben wir nicht. Okay, auch eigentlich... So, dann kommen keine Viecher raus, aber der Rest kommt auch nicht mehr rein. Oder raus, je nachdem. Eigentlich haben wir jetzt alle Salzarbeiter dort einem Todesurteil unterzeichnen lassen. What do you want to do? I want to record Wir speichern erstmal. Hoffe. Machen nochmal eine Heilung kurz. Dann heilen wir das, speichern wir das nochmal kurz. Dann muss ich das nicht später nochmal machen. Und dann schauen wir mal, dass wir Huki repariert bekommen. Wahrscheinlich mit den Zindarian dort. Give me some time, and I will see if I can reassemble her. I'm my old self again. Oh, what a relief. Thank you, children. Miss Spooky, do you remember what happened when you first saw Miss Rawlis? Oh, yes, sweetie. Let me just get my memories back in order. Oh,
That's too far back. Wait. Oh. Oh no. Sie stottert nicht mehr. What is it? I remember now. 2 people came here. They sprinkled sapphire dust around and chanted some kind of ritual. Das waren die Zwillinge, glaube ich. Then that Rawless woman appeared and said something like, "My resurrection can only be completed by..." I'll stop you right there. What? You again! Don't be an animal. I'm not here to get my own hands dirty. But I can't allow you to put my client on the spot. It seems like you went to a lot of work rebuilding this machine. I guess I'll let you have some fun with it. Oh no. Is she talking about me? Bitte nicht. The Empress gave me this device for something else, but I think I'll make use of it here. It makes old technology like this go haywire. Intruders! I must defend the brood. Hope you all have fun. Okay, sie hat sie manipuliert jetzt. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt kämpfen, richtig? Das will mir nicht gefallen. It's going to be nice decorating the cathedral with your bodies. You can try, you crazy robots! Careful. The mask seems to be an important part of her fighting style. Okay. Ich würde sagen, du haust einfach erstmal hoch. Okay, es ist nur der Körper. So, ich werde Folgendes machen. Ich setze jetzt schon mal die Analyse dorthin. Anschließend... Oh Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Nee, wir werden uns abkühlen lassen, glaube ich. So. Ui. Okay, Moment. Buki, die Wächterin. Buki, eine Zeugin, die für die Kathedrale von Nevertulira verantwortlich ist. Obwohl ihr Wesen liebevoll und fürsorglich ist, hat die Verdorbenheit, die Karihudo ihr eingepflanzt hat, sie in eine Maschine verwandelt, deren einzige Aufgabe es ist, jeden zu vernichten, der in die Kathedrale eindringt. Buki, die Wächterin, bleibt. Okay. Buki, eine Zeugin, die für die Kathedrale von Nevertulira verantwortlich ist. Das ist gleich. Hier ist was anderes. Hier haben wir noch Antike, hier haben wir Spektral. Okay, Buki, eine Zeugin, die für die Kathedrale von Nevertulira verantwortlich ist. Unter ihrer Schale nimmt Buki eine fast ätherische Form an. Es ist nicht bekannt, wie es ihr möglich ist, gleichzeitig eine materielle Schale und eine fast ätherische Seele zu haben. Das sieht aber schon nice aus, muss ich sagen. Und wir haben dadurch die Schwächen drin. Feuer, Wasser, Blitz, Erde. Nur das Erde habe ich nichts. Feuer ist jetzt, habe ich jetzt nur die Granaten, sage ich jetzt mal. Die Bomben, Wasser habe ich nicht, Blitz habe ich jetzt noch durch Dingenskirchen hier, durch Kay. Das heißt, Fähigkeit, Offensive, Explosiv, Werfen. Wir haben jetzt halt viele Schwächen freigesetzt dadurch. Jetzt taucht sie ein.
Die kommt auf der anderen Seite wahrscheinlich gleich wieder. Wir passen mal. Was bist du eigentlich? Beschwörer. Ich war der Mob 4. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Sachen gibt. Okay, nee, nur die eine Form. Okay, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, jetzt ein bisschen was an Erfahrungspunkte, an Lebenspunkten zu sehen, was das Viech denn da hat. Das ist ein Problem. Da müssen wir jetzt erstmal weg. Ich nutze mal den Gegenstand erstmal. Dass ein bisschen geheilt wird. Wir machen das gleiche nochmal. Erstmal auf Cris allerdings. Du jonglierst wieder rüber. So viel Zeit wird sein. So, Wilhelm, Jukaring. Explosiv, explosiv. Komm, explosiv, alles hier rüber. Das wird ein langer Kampf. So, sie ist dagegen immun. Ich glaube, einmal kriegst du das noch hin. Das heißt aber, okay, muss ich danach definitiv erholen. Oder auch nicht. Dann kannst du direkt weiter bekommen.
gleich wieder nicht kommen sehen. Sehr schön. Keiner K.O. gegangen wenigstens. Is she dead? Hoffentlich nicht. I am not sure that death is the right concept. Her systems have crashed, but she is rebooting. Enabling startup sequence. Consciousness protocol initialized. Oh dearie me. What just happened? I'm so sorry. Buki, are you all right? Yes, I think so. Maybe. Wir müssen aber bestimmt noch gegen Wallace antreten. 100 Pro. What about her memories? Buki, do you remember what you were saying about Wallace? Oh, yes, I remember. She said, my resurrection can only be completed by trading one life for another. Wenn die Zwillinge das waren, haben die Zwillinge ihre eigene Mutter dafür geopfert? Then the two bird people laid something down in the circle of sapphire dust, and one of them said, Arvo, I brought it. This is Mom's hairband. There was a flash of light, and then that Rawless lady stepped out of a portal. She laughed, and then she smashed the mural. I tried to stop her, but she tore me apart. I'm sorry, my dears. That's all I can remember. No. Thank you, Miss Buki. You've been very helpful. Come on, everyone. Let's go tell Risa what we've learned. Oh, das wird so böse. Das wird richtig, richtig böse. You are as effective as usual. Das hatten wir schon. Ich weiß zwar nicht, warum sie jetzt gerade wieder hier ist, aber okay. Was ich machen werde, ist, wenn wir zurückgehen. Wir werden auf jeden Fall erst noch mal eine Runde schlafen, bevor ich einkaufen gehe. Nicht, dass uns dann die Murmeln dafür fehlen. Boah, die Zwillinge haben ihre eigene Mutter geopfert, um Wallace wieder aufstehen zu lassen. Für was auch immer. Oh wow, look! It seems like the parade has started. Indeed it has. What are they celebrating anyways? The anniversary of the final battle from the First War. Many people died repelling her first assault on Crystallis. This parade is to honor their memories. And now, she's building another army and trying again. Yes. If we don't find a way to stop her, this time it could be even worse. If she succeeds and that vision comes true, the cataclysm we saw at the lake, most of the world will be destroyed. We have to find a way to stop her. Und das werden wir irgendwie. So, eine Sache will ich kurz schauen. Gruppe. Du bist jetzt nämlich wieder auf 18. Den tausche ich dich mal kurz. Shall we make a record? I want to... Wobei es, glaube ich, aber sinnvoller ist. Ich wünschte, wir hätten noch andere Möglichkeiten zu analysieren. Weil Analyse wird in den Kämpfen verdammt wichtig sein. Ich glaube aber, ich werde es anders machen. Gruppe. Ich werde Christopher und Kay immer austauschen. Aber Wilhelm bleibt wahrscheinlich ein Bestandteil der Gruppe. Es ist einfach sinnvoller. Weil Wilhelm muss jederzeit analysieren können. Welcome. A warm bed for everyone? It's only 2 That would be great. at your... Und die anderen beiden können wenigstens dann die Rolle des anderen übernehmen. Entweder physisch zuschlagen oder halt Elementarmagie dann einsetzen. Das funktioniert ja bei beiden. It may be...
So, Madame. Apropos, wartet mal. Ausrüstung. Senkt die Geschwindigkeit. Okay, ich werde... Hat das noch jemand? Ich werde ihr auch mal die Stahlhandschuhe geben, glaube ich. Einmal kurz den laden. Ja. Ja, Verteidigung geht etwas runter, aber sie braucht die Geschwindigkeit, braucht sie. Und das werde ich ihr hier jetzt auch nochmal geben. Es muss sein. Sie hat halt echt die Arschkarte mit der scheiß Geschwindigkeit. Es ist einfach so. So, dann da verkaufe ich dich dafür und... Magieangriff und Geschwindigkeit, warte mal. Ausrüsten. Die hast du schon. Hier gebe ich die Federstiefel stattdessen noch. Das würde ich machen. Hello, Traveler. Dann geben wir das dafür weg. Hello, Travelers. Dann gucken wir hier mal rein. So, das hatten wir soweit gelesen. Wir verbessern einmal. Diese Version der Kraftfäuste wurde mit neuen Extras ausgestattet. Eine scharfe, robuste Fingerknöchelbeschichtung erhöht die Schlagkraft, während Abluftöffnungen vor Überhitzung schützen. Impulsfäuste, Version 2.0 der Kraftfäuste. Das schmalere Design und präzisere Sensoren ermöglichen dem Träger frühere Grenzen zu überschreiten und verheerende Schläge auszuteilen. Das ist nice. Und das können wir direkt auch noch machen. Sehr gut. Jetzt sind jetzt alle bei 4. Eine enorme Verbesserung der Kraftfäuste. Ein komplexer Sensor und ein Stoßdämpfer setzen im Moment des Aufpralls Wärme frei, die massiven Schaden verursacht und das Risiko einer Überhitzung stark senkt. So, Rena Hyperfäuste. Finale Version der Kraftfäuste. Mit Legierungen, die nur der Rena-Zivilisation bekannt sind, ermöglicht dieses Modell maximalen Krafteinsatz im Kampf. So, das ist das nächste, was wir auf jeden Fall in Angriff nehmen werden. 15.000, 16.000, 14.000, das waren mit 30, 45 und dann haben wir nochmal 17, macht 55, 62.000. Aber wir können auch der Reihe nach das dann machen, so ist es ja nicht. Also 62.000, wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe. Shall we make a record of... I want to record... Ja, wir speichern. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, irgendwas zu kriegen, um Stufen noch aufzusteigen als Gegenstände. Da kriegen wir keine Infos mehr. Aber hier können wir Infos abgeben. And that's what happened. That is quite the story. I can't believe it. The twins? Arvo and Irva? Involved in some sort of dark magic? So what if we were? I'm impressed you figured it out. Not that anyone will believe you. Why would you do something like this? It must be so easy being you, being Mother's favorite, the obvious heir apparent. Didn't you ever notice how Mother just kept giving away our fortune? To the museum, to the poor, to the refugees. The city prospered even as we were diminished. Sie hat eigentlich das einzig Richtige gemacht. Man sollte anderen helfen, wenn man kann. Und nicht auf sein eigenes Wohlwollen hier achten. We needed someone strong to lead the family. That's enough, Arvo. We don't have to answer her. It doesn't matter, Risa. It's too late. Rollis will be the new matriarch, and there's nothing you can do about it.
Jetzt ist die Frage, kontrolliert Wallace die Zwillinge oder Zwillinge Wallace? We need to go tell everybody. Unfortunately, it's still just our word against theirs. They do not seem to appreciate the concept of a family the way the other members of the clan do. We need some sort of hard evidence to prove they are lying. Grisbel, didn't you say Mom was working on a will? At the memorial service, Rollis claimed that Mom wanted her to take over the family. But if we could find the will and it said something different... Do you have any idea where she might have kept something like that? Not really. I might have an idea. A long time ago, Gladys gave me something for safekeeping. She made me promise not to peek at it. I stored it in a secret compartment in my house. I think there's a chance it could be her will. Let's go check it out. We'll be right back, Risa. Wäre eine Möglichkeit tatsächlich. Okay. Im Vorfeld würde ich aber ganz gerne noch zur Universität gehen, weil ich dachte eigentlich, er wäre jetzt hier, aber dass die sich natürlich jetzt alle aufgespalten haben, war leider nicht geplant. Aber das Spiel hätte uns ja aufgehalten, wenn wir Quests nicht mehr hätten beenden können. Das ist der Vorteil daran. So, geben wir ihm erstmal die Salzsachen ab. You managed to collect the samples? Jo. Sure, boss. We even managed to survive some freaking monsters attacking us. That's just great. This will be a great start for my investigation. I assure you, this will speed up the process by a lot. I hope you keep that spirit. I look forward for how the city will change for the best. Ja, schon besser. Wieder mit seinem geliebten Lineal in der Hand. Bohrer-Anhänger wurde deiner Tasche hinzugefügt. Was machte denn der Bohrer-Anhänger? Ausrüstung? Oh, Moment. Giftanhänger ist ausgerüstet. Ein kleiner Anhänger in der Form eines Bohrers. Senken die Verteidigung des Ziels um 15. Du hast gerade nichts. Dann kriegst du das einfach mal. Attacke und Geschwindigkeit gehen auch noch mal ein bisschen hoch. Angriff? Warte mal. Sie kriegt das mal. Waffe aufrüsten. Da kriegst du den Giftanhänger. Dann kriegst du den Flammenanhänger. Da macht nämlich nichts weiter. Weil sie braucht die Geschwindigkeit immer noch. Er ist wahnsinnig schnell. Er braucht keine Geschwindigkeit. Er hat auch Angriffstechnik richtig viel drauf. Aber sie braucht Geschwindigkeit. Sie ist zu langsam. Aber ich denke, das sollte jetzt hinhauen. So, die Stadt sollte jetzt sicher jetzt auch eines Besseren sehen lassen, oder? Nein, noch nicht. Questlog. Aber alles, was wir gefunden haben, haben wir erledigt. Mit einem erneuten Gelübde gegenüber Tuliwa macht sich Open daran, die Stadt zu verbessern. Also und... nachdem sie Bukis Erinnerungen gesehen haben, müssen unsere Helden Luisa zur Hilfe eilen. Geht zurück zu Wilhelms Haus und durchsuche das geheime Fach. Als Beweis ihrer Freundschaft vertraute Gladys Wilhelm ein Geheimnis an, um das nicht einmal er wissen sollte. Doch es besteht die Chance, dass es sich dabei um das lang verschollene Testament handeln könnte. Auf Wilhelms Bitte wohnen unsere Helden einer Gedenkfeier für seine verstorbene Freundin bei, das kennen wir schon. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg zu Wilhelms Haus. Ich werde vor dem Gebäude nochmal speichern. Ich habe immer Sorge, dass dann irgendwas passiert und ich nicht darauf vorbereitet bin. Oder nichts mehr anderes machen kann, um eventuell sonst nochmal trainieren zu können, ohne haufenweise Spielstand zu verlieren sozusagen. Das ist immer ein bisschen doof.
Nee. Gott. Das wäre jetzt übel gewesen. In seinem Haus. Ich sehe nichts, was in seinem Haus sein könnte. Da? Oh. Gladys' Testament wurde deiner Tasche hinzugefügt. This is Gladys's will. Let's hurry up and show Risa. Ich würde es im Vorfeld ja vielleicht mal lesen, falls irgendwas passieren sollte und das Ding gleich futsch ist. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, Gladys' Testament. Der letzte Wille des verstorbenen Oberhaupts von Never to Leave. Gladys Oroes. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Oroes aussprechen, weil das andere klingt merkwürdig. Ein paar Seiten scheinen zu fehlen. Wie ein paar Seiten fehlen? Muss ich jetzt noch Seiten finden? Wäre scheiße. Na gut. Auf ein neues. Und ich frage mich, wann wir zu diesen Ruinen müssen. Momentan ja immer noch nicht, aber irgendwann müssen wir das doch mal, oder? Wir speichern oben nochmal. Hier unten lohnt sich das jetzt nicht. Shall we make a record? I want to record a... Jeder Fortschritt ist wichtig. So. Ich speichere halt mein liebend gern mein Leben gern. Nee. Liebend gern speichere ich. So. Ja. I'm sorry, Risa, but the majority has agreed. Rollis is to be the new matriarch. But you can't. Looks like we made it just in time. Master Wilhelm and friends, what are you doing here? Die Party stürmen. We have proof that Arvo and Irva are guilty of conspiring against the Arowitz, and were directly responsible for the death of Gladys. Oh. I don't suppose you have any proof of that. Yes. We found Gladys's will. You what? Nice. Let me see that. This does indeed appear to be Gladys's signature. As to what it says, this part looks like standard legal boilerplate, and then... It is my greatest wish for the Orowitz family to continue using its wealth for the common good. Seht ihr mal. It appears she is leaving most of her wealth to fund renovation projects around the city. Sehr schön. That does kind of sound like Mom. The rest is to be divided up equally amongst the family members. And that's strange. It appears there's no mention of you at all, Rollis. Haha. That's because... It's because you're an imposter, a phony, a fake! Who are you, really? Who am I? Who am I? I am Rollis! I am the first of the Orowitz blood! I am the one who led this family to greatness! Oh, sie ist der Ursprung allem, okay? You're not even half the woman Mom was, and you can't have this family.
All of you are fools. You should have just left well enough alone. If subterfuge won't work, I will take back my legacy by force. You're coming with me, girl. Risa! Oh no, we need to find her! Ich habe so damit gerechnet, dass Christopher gleich Risa rufen wird und er hat's getan. Sehr schön. Christopher is right. Let's head out into the city and look for them. Wo könnte sie denn sein? You won't get it! Besides... Tja. No, Risa! Please help us, Master Wilhelm! Ja, die Frage ist nur, wo könnte sie sein? Ich spreche trotzdem noch mit dem Typen hier oben. Hurry, before she hurts Risa. Schön, dass wir immer die ganze Arbeit machen dürfen. Überall. Egal, wo wir hingehen, immer haben wir die Arschkarte und müssen die Arbeit erledigen. Sehr schön. Shall we make a record of our adventure, Cris Tales? I want to record our... Ich habe nämlich keine Lust, mir das Gespräch nochmal anzutun, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir haben rechts die Universität. Links haben wir das Museum. Und ich glaube, wenn irgendetwas in der Stadt sein sollte, dann im Museum. Thank you. Wir gehen mal hinten rein. Beziehungsweise kommen wir vorne wieder raus. Beziehungsweise ich habe gespeichert. Alles gut. Aber ich sehe sie hier auch nicht, also... Wir hauen mal ab. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte, ehrlich gesagt. Es geht ja noch unten wo lang. Und wir sind von da gekommen. Dann erstmal wieder hoch, würde ich sagen, und dann gehen wir vorne wieder raus. Wobei ganz rechts war noch ein Porträt, richtig? Ich will jetzt nicht kämpfen, weil ich möglichst heil ankommen will, ehrlich gesagt. Hier war noch ein Porträt. Damit kann ich aber nicht interagieren. Und dann wieder raus. Dann gucke ich als nächstes in der Universität nach. Und dann marschieren wir runter. Also irgendwo muss sie ja sein. Die Frage ist nur, wo. Wenn hier schon was wäre, dann hätte das Spiel reagiert. Kann
könnte sie denn sein? Die Kathedrale vielleicht noch? Vielleicht heißt es ja gar nicht, dass sie hier in der Stadt ist, sondern irgendwo in der Kathedrale. Ich glaube rechts auch nicht, aber wir gucken trotzdem mal. Keine Chance. There they are, in the middle of the parade. Also, jetzt sehe ich sie erst. This should be the perfect venue to demonstrate my power! Let me go! Quiet, little worm. You are about to be made into an example. We need to hurry up there. We have to stop her. Wait, Crisbell. This seems dangerous. Are you sure you did everything you had to do? So, ab diesem Punkt kannst du keine ausstehenden Nebenquests mehr abschließen. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja, die ganzen Nebenquests, die offen waren, haben wir gemacht und es war auch nichts, was wir jetzt noch hätten tun können. Also, machen wir. Stop getting in my way! Christopher, help me! I'm coming, Risa! You made a big mistake, Rollis. Now you're gonna have to deal with us. Jetzt kann er den Heldenstrahlen der Rüstung spielen. Ob Risa allerdings von ihm wirklich was will, keine Ahnung. Zumindest hat sie jetzt nach Hilfe gerufen bei ihm. Help! Uncle! Christopher! Crisbell! Silence! Okay, ich befürchte, wir haben da ein klitzekleines Problem. Warte mal. Ich setze das mal auf mich an. Aus folgendem Grund. Ach du Scheiße. Bei dir kriege ich ein Fragezeichen? Ach, die Vergangenheit kriege ich nicht. Sie hat natürlich keine Vergangenheit. Das macht Sinn. Aber es wäre klug, sie in die Vergangenheit zu schicken. Jetzt habe ich natürlich keine Möglichkeit. Welles O'Royce ist die eigentliche Anführerin von Tulira. Hinter dieser Tarnung verbirgt sich eine monströse Kreatur, die Saphire benutzt, um ihre menschliche Form zu behalten. Und Saphirmonster. Eine Verschmelzung von Risa O'Royce und der früheren Welles O'Royce. Diese monströse Kreatur nutzt ihre Federn, um sich zu schützen und um anzugreifen. Also Risa sieht man jetzt hier nicht, aber ich sag mal so, wenn man jetzt nur die Kreatur sich mal anschaut, die sieht schon nice aus. Die gefällt mir sehr gut. Mit dem ganzen Blau und so, ich stehe ja voll auf Blau. So, alles normal. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich glaube nämlich... Okay. Ich wollte schauen, ob ich auch Risa treffen könnte. Aber das passiert nicht. Wir brechen mal den Kristall. She's draining Risa's life. This must be what she did to Gladys. We have to stop her. Now you will see what true power is.
Es ist ein bisschen Final Fantasy 9, glaube ich. Da gab es nämlich auch so eine ähnliche Szene. Mach die mal kaputt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Probleme verursachen werden. Ganz schwer einzuschätzen, wann der Angriff kommt. Komm, einfach auf 4. Ich weiß halt nicht, wie viele Lebenspunkte sie hat. Das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte. Und ja, ich habe gerade ein bisschen gepennt. Er sollte eigentlich was anderes nutzen. Sie hat ihre Federn wieder bekommen, okay. Nass und dann Elektrizität sollte doch eigentlich einen guten Schaden ergeben, oder? So theoretisch? Das sollte doch jetzt machbar sein, oder? Ja. Wie sie verschwindet. Nice. Uff, 6000. Krass. Okay, Wilma hat erlernt Pflanzen nachwachsen. Christopher hat erlernt Hochdruckstrahlen. Da muss ich mal nachgucken. We beat her. Quick, we need to get Risa back to the mansion. Well, that was completely insane. I thought you liked adventure. It's possible to have too much of a good thing. Yo. I must thank you all for exposing Rollis for what she was. And the twins as well. They will be heading to jail for their crimes. The Orowitz family owes you all more than a fortune. Is there anything I can give you as a reward? Anything at all? I wouldn't say no to a date. You know, once this is all over. You did not just say that to her. Doch, hat er leider. Oh, jetzt kommt's. Tut mir leid, aber ich liebe schon jemand anderen. I normally don't date foreigners. But I think you may have earned it. Dein Ernst?
Interesting. Attraction can even exist cross species. You don't owe us anything, Risa. We only did what we thought was right. Well, there is still one more thing I was hoping to get your help with. Mom's will said she wanted the family money to go towards renovations in the city. Ah, okay, wir müssen wieder eine Entscheidung treffen. You're a time mage. You can see how these things will turn out. Where do you think it would do the most good? I wouldn't even know where to start. I've never even lived here. Please, I could really use your advice. Go on, Crisbell. Help her out. Well? Spende an das Museum, Spende an die Universität, Spende an beiden. Ich meine, das Museum kann halt Altes aufbewahren sozusagen, was wiederum super als Informationsquelle und Lernquelle für die Universität dient. Und wenn die Universität noch Spendengelder bekommt, dann können sie ja auch bessere Lernmittel nutzen. Also definitiv beides. Was ist das für eine Frage? Spende an beide. Do you have enough to renovate both the museum and the university? In a lot of ways, they seem to be the twin hearts of this town. Doing that would take almost everything Mom left, but I think it should be possible. One place for learning new things, and one place for remembering the old. I think both aspects are important. Richtig. Sage advice, Crisbell. So sehe ich das auch. Thank you, Crisbell. That's as good an idea as I'm going to get. Das eine kann auch prima als Lernquelle für das andere dienen. Ist einfach so. Das Museum erstrahlt in altem Glanz. Da will ich auf jeden Fall noch mal reingehen. Und hier auch, wie sich das dann auch von innen heraus verändert hat. Oh, das sieht hübsch aus. Das gefällt mir. Das sieht cool aus. Oh, jetzt wird die ganze Stadt auch noch aufgehübscht. Und die Lampen funktionieren auch wieder. Ach, man sieht richtig, was auf Seiten des Museums ist und was Seiten der Universität sind. Okay, it's time to get to work. And I'd like to say thanks one last time. I can't wait to see you all again when your journey is over. Same here. Ich frage mich, hätten wir Gott, dem Sohn von dem Handwerker da auch noch helfen können, weil der da immer noch so rumhockt? I suppose we should take that as our cue to depart. So now what do we do? We must continue our quest. The next cathedral should be in the city of Cinder. Na, sehr schön. It has been several hundred years since the last time I visited that continent. I am curious to see what has changed. You were a big help, Mr. K. But are you sure you want to come with us? Crisbell, don't call him Mister. It's weird. Oh, but just calling him K isn't? I find you to be sufficiently strange to merit my continued involvement. Hey now, Kay. Be careful who you're calling strange. Apologies. Perhaps my choice of words did not make my meaning clear. In theory, everyone should be capable of affecting change on the world. Yet, most people seem to live their lives without ever really doing so. Ja. I have found you to be different. Although sometimes hesitant, you take action. And your actions affect real change upon the world. Das stimmt. Thanks, I think. Wenn man es genau betrachten sollte, sollte das auch in unserer Welt viel häufiger passieren. Nur nicht auf die Art und Weise, wie es teilweise gemacht wird, nämlich dass andere wieder drunter leiden, sondern auf Art und Weisen, wo halt am besten dann andere Seiten oder viele Seiten profitieren können. Und nicht nur eine Seite. Und das ist halt das Schwierige daran. Und dann verstehe ich auch, dass viele dann sagen, da machen wir nichts. In summary, yes, I will accompany you. I suppose that's that. Let's head out for Cinder, everybody. Perhaps Paulina can help us reach our destination.
Let us go speak to her. Oh, mein Hals. This is a lot to handle, but if I'm going to lead the Orowitz, I have to do it. Don't forget about that date. Don't worry, Christopher, I won't. Ach Mann, jetzt kann ich Christopher nicht mehr mit Crispel schippen. Interesting decision. I don't know how well this will work, but we'll just have to see. Na gut, ich sag mal so, die Reise ist noch lang. Luisa ist nicht die ganze Zeit bei uns. Mal sehen, ob er noch andere Frauen rumkriegt, damit sie ein Date mit ihm haben. It will be hard to maintain a balance between both the museum and the university. But we Orowitz are a pillar for Never to Lyra. We must do what's right. Bin ja mal gespannt, ob eventuell sich doch noch was mit zwischen Crispel und Christopher entwickeln könnte, weil Kay, sind wir mal ehrlich, ist eine Maschine, das wird ein bisschen schwierig. Wilhelm wird wahrscheinlich ein alter Sack sein. Der ist wahrscheinlich, wenn man der Illusion so ein bisschen, nicht Illusion, der Vision ein bisschen Glauben schenken kann, der Vater von ihm vielleicht. Keine Ahnung, ob er das weiß. Da gibt es eine Möglichkeit. Und ja, schwierig. Einfach nur schwierig. Da bleibt ja eigentlich momentan nur Christopher, mit dem wir Crispel schippen können. Je nachdem, wer jetzt in Cinder noch auf uns wartet. Ich gehe aber davon aus, dass in Cinder eher eine Dame warten wird, nicht umgekehrt. Ach, schade. Ich habe eigentlich gehofft, dadurch, dass wir ja die Zukunft geändert haben, das Gebäude zu renovieren, genauso wie die Universität, dass das Innenleben sich auch verändert hat. Leider nicht. Kryofit, vielen Dank für den Raid. Vielen, vielen Dank. Oder den Host besser gesagt. Dankeschön. Dann willkommen an alle, die hier mit reingeschneit sind. Dann können wir zusammen ein bisschen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft unsicher machen. Finde ich gut. So. Hello, travelers. Habe ich noch was ich nutzen kann? Nee, so viel Kohle habe ich nicht. Hallo, Killer. Ungewohnt, dass du mal nicht derjenige bist, der raidet oder hostet, sondern jemand anderes. Aber Hallöchen. So. Was haben wir denn im Questlog? Was steht hier Schönes? Moment, wir hatten das erledigt. Nachdem sie Bookies Erinnerungen gesehen haben, müssen unsere Helden Risa zur Hilfe ein. Das hatten wir. Was haben wir hier? Das nächste Ziel. Und danke für den Follow, Kryofit. Dankeschön. Das war jetzt so, what? Na, natürlich mit dabei. Muss ja. Unsere Helden verabschieden sich von Tulira und überlegen, wohin sie als nächstes reisen sollen. Sprich mit Paulina in ihrer Kathedrale. Cinder ist ein Land mit außergewöhnlichen Kunsthandwerken, die mit dem Medium Kristall arbeiten. Sie haben auch die Glasbilder in den Kathedralen gefertigt. Cool. Was? Bubis? Buki, nicht Bubis. Hallo? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Kryo. Ja, danke schön. Den werde ich haben. Und hoffe, alle anderen, die mit reingestürmt sind, ebenfalls. So. Shall we make a record? Ja, I want to record our... Alles gut. Du bist ja auch ein bisschen dazu da mit der Meute, um halt solche Sprüche zu reißen, damit man was zu lachen hat. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und darf ich mal anmerken, ich will euch mal was zeigen, wenn ihr schon mal hier seid. Sure. Wir haben ein fucking High Heel als Schuh bzw. als Schiff. Hui, mit Segel. Das sieht so lustig aus. Tschüssi. Do you want to land here, Crispel? Yes. This... Wir haben einen Schuh als Boot. Und jetzt gehen wir Madame hier... Nee, ich habe eine Sache vergessen. Ich wollte noch eine Sache kurz schauen. Da war ich jetzt etwas vorschnell. Da habt ihr mich nämlich voll aus dem Konzept gebracht mit eurem Host hier. Ich wollte nämlich gucken, ob der eine Kerl eine Quest hat oder nicht. Aber eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht mit ihm nochmal reden sollen. Ich weiß es nicht. So, wie sieht's bei dir aus? Dad has been very sad lately. I keep telling him we should go back to Cinder. Nobody likes us here.
Also ich hoffe ja, dass ich bei ihm jetzt nichts verpasst habe, weil der hockt ja immer noch so wie bestellt und nicht abgeholt in der Zukunft. Schwierig. Selbst wenn, habe ich es jetzt vergeigt. Naja, muss ich beim nächsten Mal in der nächsten Stadt ein bisschen besser drauf achten. Gut, machen wir uns auf den Weg, sprechen mit Paulina und dann gehen wir weiter zum nächsten Stück Land, würde ich sagen. Ja, kein Thema, aber es ist wirklich interessant. Also ich finde es mega geil gemacht. Und es ist auch sehr lustig. Also vielleicht, wenn du mit Danganronpa 2 durch bist und nicht unbedingt direkt den nächsten Teil davon spielen möchtest, vielleicht als kleine Zwischeneinlage, überlegst dir. Wir werden eine Weile nicht nach Never to Lieber zurückkehren können. Wenn du hier noch etwas erledigen möchtest, solltest du es jetzt tun. Habe ich noch was zu erledigen? Eigentlich nicht. Gehen My wir. diminutive dearies, you're back from Never to Lira. How did things go? Ach, ich habe Zwillinge gelesen, aber es sind Winzlinge. Actually, it was kind of horrible. My goodness. I suppose it's not even worth asking what everyone was wearing. So, what's next for my little adventurers? Wünsch dir denn ebenfalls eine gute Nacht. So, bevor du ganz verschwindest hier. We need to get to a place called Cinder. Can you take us there? I'm afraid I can't. I'm terribly sorry, but unlike your new friend there, I can't just wander the world willy-nilly. Wie sollen wir dann nach Cinder kommen? Hold on. That's not... No, wait. That is fair and accurate. Please continue. Thank you, dearie. I'm afraid this is as far as I can go. Oh no, und wer bringt mich jetzt dahin? We don't have any other way of getting there. Oh, darling, don't be like that. You're breaking my heart. I guess I could make a small exception. Was hast du vor? You wouldn't mind? Oh, it's not a problem at all, my minuscule adventurers. But only to the beaches of the kingdom. Nothing more, nothing less. It is settled then. On to Cinder we go. Also bringt sie uns doch dorthin. Sehr schön. Dann sind wir mal wieder mit unserem... Ja. Mit unserer Statue unterwegs. Sehr schön. So, das heißt, wir können wieder mit den Leuten sprechen. Sehe ich das richtig? So, Feuer und Schwefel durch die Asche. Hier waren wir denn durch. So, nachdem Wallace besiegt ist, besprechen unsere Freunde das weitere Vorgehen mit der Familie Ois oder so, keine Ahnung, in ihrer Villa. Auf Crispels Rat beschließen sie, das Familienvermögen zu gleichen Teilen in das Museum und die Universität zu investieren, da sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft ein Teil der Identität von Tuliva sind. So, sanfte Vögel, räuberische Vögel ist abgeschlossen. Moment. Der Wolf hinter den Toren, das hatten wir ja auch noch gelesen, oder? Nach einer furchterregenden Begegnung mit der Kaiserin der Zeit helfen unsere Freunde, die Angelegenheiten zwischen dem Flutbezirk und der Mauerstadt zu regeln. Alle hoffen, dass die Stadt unter der Führung des neu gegründeten Rats eine glorreiche Zukunft haben wird. Und das war ja die Flucht. Aber das sind halt riesengroße Hauptquests sozusagen, mit kleineren Zwischenquests dazwischen. Bin gespannt, was da noch dazukommen wird. So, durch die Asche, Feuer und Schwefel. Nach einem weiteren turbulenten Abenteuer besprechen unsere Freunde, wohin es als nächstes gehen soll. Sprich mit Matthias, wenn du bereit für die Weiterreise bist. Die Reise ist lang und beschwerlich. Auch wenn du Freunde hast, die an deiner Seite sind, wiegt die Verantwortung schwer auf deinen Schultern. Und ein Gebiet gibt es noch. So, ja, dann würde ich sagen, besprechen wir mal das Ganze hier. Hey, Crispel. What's happening with Wilhelm? He's been like that ever since we left Tulira. Ja, wahrscheinlich wegen dem Tod seiner Freundin. Maybe he's a bit nostalgic, having to leave his land again? Das glaube ich nicht. Hey, Crispel. We did what we had to, right?
What do you mean? Of course we did. We saved the kingdom from the claws of that old bird. We were the heroes once again. You're right. We did what we could. Er sieht das alles immer viel zu gelassen und aus nur einer Perspektive. Maestro, I have a couple of... Maestro, is everything okay? I'm not in the mood right now. Er trauert halt. Die ganze Zeit war so viel zu tun. Und er hat zwar der Beerdigung so ein bisschen beigewohnt, oder dieser Zeremonie ein bisschen beigewohnt, aber er musste halt direkt wieder los, wieder Sachen machen und. Er konnte halt nicht trauern. Und ich glaube, das macht er jetzt auf dieser Reise, bis er ankommt. Die Zeit nutzen, um zu trauern. Um seine geliebte Freundin. Sorry. Und das ist auch fair. Das darf er auch. I can't believe I'm going to be so close to molten lava. I hope my clothes will be all right. Oh, das wird schon. So, sprechen wir ihn auch mal drauf an. What's happening with Wilhelm? Human emotions are complex and too complicated for my liking. Ja, okay. Friends, family, home. These are all temporal concepts created by humans. Just as time passes, so do those concepts. Aus der Perspektive von jemandem, der sehr lange lebt, ist es wahr. Aber genau diese Sachen, diese vergänglichen Konzepte, wie er es nennt, sind das, was uns Mensch sein lässt, finde ich. Even something that once had great meaning for someone can lose its significance after time has run its course. But hanging on to those concepts, those memories, isn't that what pushes us forward? Es macht uns zu dem, was wir sind. If you want to see it like that, go wild. I'll never understand you humans. Vielleicht wirst du das, wenn du mit uns weiterreist. We did what we had to, right? I cannot answer that. Why? Why? The concept of right depends on who sees it. For you, maybe, this whole ordeal is what's right. But maybe for Rawless, what she was doing was also right. Who are we to decide what's right or what's not? Exakt. But she was making people suffer. Just as we made her and that Risa girl suffer. It's not always black and white. Sometimes, it's also gray. Ja. Und das ist das Schlimme, zu entscheiden, was man halt tut. Es ist halt immens schwer und deswegen finde ich dieses Spiel auch gerade so gut, weil du triffst Entscheidungen halt auch, die eine komplette Stadt verändern können. Und ich bin der Meinung, mit Rio, oder wie er hieß, der Sohn von dem Handwerker, haben wir es, glaube ich, verpatzt, weil ich da nicht nochmal hingegangen bin. Aber ich habe halt auch keine Quest mehr gesehen gehabt bei ihm, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich denke, wir hätten da vielleicht nochmal was tun können, aber jetzt ist es zu spät. Okay. Do you know what's wrong with Wilhelm? I am not certain, but I suspect he is grieving. Exakt das. Grieving? I believe he was quite close with the deceased matriarch Gladys. Mhm. Oh, that's right. It was awful what Rawless did to her. I suppose it was, but I find it hard to blame Rawless. Man muss es so sehen, Rawless ist eigentlich schon seit langer, langer Zeit tot. Sie wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen, wobei man jetzt sagen müsste, kann man da überhaupt, wenn man tot ist, auf eine Idee kommen? Sei jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht wollte sie auch gar nicht zurückkommen. Sie hätte halt gar nicht zurückkommen dürfen, sagen wir es mal so. Aber die Zwillinge haben für sie entschieden, zurückzukommen. Und das war der Grund. Und deswegen kann man ihr nicht so wirklich 100% die Schuld halt dafür geben. Die Zwillinge wollten, dass sie zurückkommt und sie hat halt nur das getan, was sie halt früher getan hätte. Im Schutze der Familie. Nur war früher eine komplett andere Zeit, wo sie das vielleicht tatsächlich so tun musste, während jetzt es halt nicht mehr notwendig gewesen wäre. Schwierig. I think given the chance, many people would choose another chance at life, no matter the cost. She did so many awful things. From our perspective, yes.
but for her, I doubt the situation was quite so black and white. Imagine pretending to be something you are not for years. Imagine how hard that would be. Something must have happened to drive her to act so desperately. Ja. That doesn't excuse it. No, I suppose it does not. But she also was not the only one at fault. The real villain was whichever of Gladys's children betrayed the family. Ja. That probably makes it even worse for Wilhelm. The children all used to be his students. Vielleicht macht er sich ja selbst jetzt auch die Vorwürfe, dass er die Kinder nicht besser gelehrt hat. Nicht nur was Magie betrifft, sondern vielleicht auch was das Leben betrifft. Indeed. Oder dass er halt nicht eher erkannt hat, dass mit denen was nicht stimmt. Why not get some sleep? We are setting out for Cinder in the morning. Ja. Sicher. Okay. Good morning, everyone. Are we all ready to depart for Cinder? I am. Don't they have the biggest crystal forge in the world? They do. Or they did. I heard it closed down recently. Oh, no. From what I've heard, Cinder is located inside an active volcano. Though most cultures avoid building in such places, as the natural environment is rather deadly, the Cinderians have embraced doing so. Aber ist es nicht mega gefährlich tatsächlich? Wait, what? Isn't that incredibly dangerous? Exakt die gleiche Frage, sehr schön. Indeed it is. Well, at least for those made of skin and bones. We will have plenty of time to discuss those matters when we arrive. Wir hocken hier doch sowieso in der Statue fest, da können wir auch miteinander reden, oder nicht? So, wir sind angekommen. In Cinder. We've reached Cinder, darlings. This is as far as I'll take you all. Thanks for the help, Miss Paulina. No problem, Sugar Plum. Now, if you'll excuse me, I have a nap I need to take. Well, off to Cinder it is. The city should be up to the north. Then to the north it is, young mages. Oh, don't worry about me. That trip took quite a bit of energy. I'm just going to rest here for a while, darlings. Ich frage mich, ob wir ihren Schuh weiterverwenden können. Das werden wir sehen, denke ich. So, das ist der Vulkan. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Und, kann ich nutzen? Hold on there, Cris Bell. I am not quite sure the shoe can handle this kind of environment. Oh. Ach ja, das ist Lava, das ist kein See. Okay, ja. Macht Sinn. Ich dachte, es wäre einfach nur rot verfärbt. Aber nein. Das ist ein bisschen übler als das. Da ist auch noch was. Okay, hier ist die Stadt, wie mir scheint, aber da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Oder zumindest etwas wie eine Stadt. Okay, dann gucken wir mal. Also hier ist auf jeden Fall etwas, weil da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. This seems like perilous terrain. We shouldn't venture into those ruins. Okay, warte mal. Die anderen Ruinen waren doch hier noch, oder? These strange ruins seem simple. Okay, das sagt sie bei jeder Ruine anscheinend. Dass sie ähnlich aussehen wie eine Ruine. Aber wir dürften theoretisch den Schuh benutzen. Ich kann es aber nicht, weil es zu heiß ist. Okay, dann bleibt nur der Vulkan. Ach nee. Willkommen in Cinderstadt. This is incredible. We're actually inside a volcano. Though most cultures avoid such places due to the great risk of a painful death, the Cinderians have embraced it.
Not only does the lava heat the Great Forge, but it's used for glassworking and other crafts. Would you like to know more? Ja, gerne. What's with that giant red rock out there? Ich finde ja das mit den Laternen hier mega nice. Seriously? You're standing in a city, inside a volcano, and you're blathering about a larger-than-average rock? What is wrong with you? It's a really big rock with a tiny house on top of it. Well, it's gotta be important somehow. Just try to enjoy the view. Quietly, okay? Okay, ich will mal ganz kurz. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Here you go. Lavalaterne wurde deiner Tasche hinzugefügt. Wait, what? What is this thing? Vera, don't just run off like that. Sorry, young man. She's just excited about the Lantern Festival. Lantern Festival? Oh, you're travelers, of course. It's an old tradition. Once a year, we fill these lanterns with the memories of those we have loved and those we have lost. Then we release them, lifting their souls to the clouds. Sollten wir Wilhelm geben. Just like this. Schon hübsch. Oh my, Vera. You should have waited for the speech over by the First Citizen's house. Come, let's get you another one. Oh, my dear Vera. You are such an airhead. Are there always this many? Mir fällt gerade auf, in Tuliwa gab es keinen Bürgermeister, sondern eine Monarchin. Hier gibt's wieder einen Bürgermeister. Yes, well, it has not been a good year. There have been so many sick with the glass lung. Anyway, we need to be off. Farewell. Glaslunge? Bye, mister! So, was ich machen will... Erstmal links haben wir so eine junge Wache, rechts haben wir eine ältere Wache. Und so sehen sie dann zwischendrin mal aus anscheinend. So, was ich aber möchte... Ich will nicht zu nah rangehen gerade. Aber ich möchte trotzdem einmal in die Vergangenheit springen. Ach, schade. Die sehen... Sehen die anders aus? Nee. Ach du meine Güte. Das ist ja richtig Chaos hier. Ach du Scheiße. Ah, und die Mutter war auf jeden Fall so eine Glasmacherin. Eine Glasbläserin. Und sie sieht halt, wenn sie älter ist, mega nice aus. Ich find's auch geil, wie sich die Musik dabei verändert. So, mal ganz kurz hüpfen, ob hier irgendwas ist. Nein. Dann gucken wir mal. Wir können mal mit den Wachen sprechen. Visitors. It's been a long time since we've had any. I'll keep my eye on you. Das klang jetzt am Ende nicht mehr ganz so nett. Welcome to Cinder. Or at least what remains of it. Ist noch mehr als das, was in der Zukunft sein wird, wenn man das mal so sagen darf. Nichts. Okay, auch nicht. Ich mag die Rosen hier, die sehen voll geil aus. Hat ein bisschen mehr Farbe in der Gegenwart. In der Zukunft ist einfach alles kaputt. Oh. Mega böse. Okay. Sprechen wir nochmal mit der Kleinen. It's so beautiful, isn't it? Und, was ich auch machen werde... Lavalaterne. Eine Laterne aus Papier. Und damit Lava? Oh, my dear. Hatten wir schon? Ich will da nicht hin. Looks like this part of town has seen better days. Is it just me? Or are a lot of these goblin people sick? Is that? It can't be them. Look. Ja, natürlich sind sie da. Was erwartest du?
Jetzt sieht man es auch, sie sind Cinderella. This medicine will help you feel better. I promise. You need to trust me, okay? Okay. Sie sind also gar nicht so schlimm. Sie arbeiten zwar für die Kaiserin, aber sie kümmern sich um ihre Leute. I trust you. Princess. Prinzessin? Princess. Thank you so much, Princess. Where would we be without you? I think we got to him in time, but barely. The glass lung is everywhere. If that bastard had closed the forge earlier, this wouldn't be happening. We should... Also es lag daran, an der Schmiede. Die Schmiede ist daran schuld, dass die Leute daran erkrankt sind, okay? Calm yourself, sister. You're not wrong, but the forge is closed now and it's still happening. This area is not even the worst of it. Okay, vielleicht ist die Schmiede doch nicht schuld daran. Still, there's no excuse for letting our people die. We need to keep moving. Try to save as many as we can. The Volcano Sisters? Helping people? This is unexpected. I don't like unexpected. Ja, es ist vielleicht unerwartet, aber in dem Fall ist es doch eigentlich etwas, was man mögen sollte. Das ist doch ein gutes Unerwartet, oder nicht? We have to follow them. I'm detecting a high energy concentration west of here. Come on then, let's go. Okay, Westen gucken wir zum Schluss. I can't breathe properly. I'd probably be dead if it wasn't for the princess's medicine. Okay, wir gucken mal. Oh, das sieht da... Seht euch mal die Statue an. Also Vater und Mutter erkenne ich von der Familie. Die beiden Geschwister glaube ich auch. Aber da gibt es noch eine dritte Person, ein drittes Kind. Hier ist es nur noch eine Person. Ein Held oder sowas. Und hier natürlich gar nicht mehr. Hier existiert er nicht mal mehr, okay. Shall we make a record of... I want to Wir speichern das mal. Welcome, welcome. So. Einmal kurz sprechen. Well, you seem like you come from far away. You appear to be similar to the vendor in Neva Tulira. Is your name also Elizabeth? Of course. So you have met my sisters, meow? We've been to Neva Tulira and St. Clarity already. I guess both the shop owners there were your sisters? You have a wonderful family. What a sweet thing to say. You deserve special treatment. Here, this is on the house. Wie gut, dass ich geredet habe. Und der erste Satz war das, was wir die ganze Zeit auch schon gehört haben, mit, ob man schon ihre Schwestern getroffen hätte. Ein Zelt. So, kaufen. Jetzt haben wir 3 Zelte, das ist nice. Eisenstiefel. Schwere Eisenstiefel erhöhen die Verteidigung und senken die Geschwindigkeit. Sie sind zwar nicht sehr gemütlich, schützen die Beine jedoch sehr gut. Ring des Hasses. Ein mit Stacheln übersäter Ring versetzt den Träger permanent in den Zustand Berserker und erhöht die Verteidigung ein wenig. Je tiefer die Stacheln sich ins Fleisch bohren, desto wütender wird der Träger. Erhöht die Verteidigung um 5% und versetzt den Träger permanent in den Zustand Berserker. Kann nicht aufgehoben werden. Schlecht, werde ich nicht nutzen. Dunkler Stahlhandschoner. Ein markanter Kampfhandschuh aus einer dunklen Legierung. Erhöht die Verteidigung und den Angriff enorm. Das markante Design lässt vermuten, dass ein Künstler mit ungewöhnlichen Fähigkeiten diesen Handschuh geschaffen hat. Der wäre wieder nice. Siegel des Wohlstands. Siegel in Form einer Murmel. Wenn ausgerüstet, erhältst du nach einem Kampf 10% mehr Murmeln. Niemand weiß, wie das Siegel funktioniert oder woher es stammt, aber es wurde offensichtlich schon von vielen getragen. Erhöht die Menge im Kampf gewonnener Murmeln um 10%. Jetzt frage ich mich, wenn ich jedem dieses Siegel gebe, klar, es wird teuer, aber, mal ganz ehrlich, kriege ich dann 10, 20, 30% in einem Kampf?
Das würde verdammt viel ausmachen, bin ich der Meinung. Also ich denke, wir werden das auf jeden Fall so noch bekommen. Ich kann es mir jetzt halt nicht kaufen, aber wir werden das mit Sicherheit noch so kriegen und dann werde ich das ausrüsten. Allen vorab dann erstmal auf Cris Tales, dann ist es eben so, aber sie wird halt ständig in der Truppe sein. Von daher passt das ganz gut. Siliziumkette. Eine Kette für jene, die Blitzstürme studieren wollen. Macht den Träger resistent gegen Lähmung. Wurde ursprünglich von den Matrosen St. Clarities als Schutz vor Meeresstürmen getragen. Okay. Eine Kette, die vor Lava schützt. Macht den Träger resistent gegen Verbrennung. Basaltkette. Die Zinderaner hauchen diesen Ketten Magie ein, damit sie die Lava in ihrer Heimat überqueren können. Macht den Träger resistent gegen Verbrennung. Was haben wir noch? Dunkler Stahlring. Ein markanter Ring aus einer dunklen Legierung. Erhöht Magieangriff und Magieverteidigung. Sein ungewöhnliches Design lässt vermuten, dass ein Künstler mit seltenen Fähigkeiten diesen Ring geschaffen hat. Also wir bräuchten das hier und das hier wahrscheinlich. Aber kann ich halt nicht kaufen. Rosendornring. Das Design dieses Rings ist einer dornigen Rose nachempfunden. Erhöht die LP enorm, fügt dem Träger jedoch jede Runde Schaden zu. Rosen sind schön, aber auch gefährlich. Der Träger verliert zu Beginn jeder Runde 10% seiner maximalen LP. Nein, werde ich nicht nutzen. Trittsichere Sandalen. Sandalen, die speziell für den Nahkampf hergestellt wurden, erhöht den Angriff massiv, senkt jedoch den Magieangriff. Wer diese Sandalen trägt, ist bereit, auf Magie zu verzichten, um an roher Kraft zu gewinnen. Würde ich allerhöchstens Cris Tales geben, wenn überhaupt. Dunkle Stahlstiefel. Ein beeindruckendes Paar Stiefel erhöhen die Geschwindigkeit und den Angriff massiv. Ich würde sogar eher die dunklen Stahlstiefel nehmen als das hier. Weil wir einfach die Geschwindigkeit noch dazu haben. Und, ja, sie hat nicht ganz so viel Angriffskraft dann wie mit den trittsicheren Sandalen, aber sie verliert halt nichts an magischer Energie, was wir zum Heilen nutzen können. Das markante Design lässt vermuten, dass sie von einem Künstler mit ungewöhnlichen Fähigkeiten hergestellt wurden. Kriegen wir den Künstler irgendwann noch zu Gesicht? Das hatten wir schon, die Rosenkette hatten wir schon. Großer Mana-Trank. Stellt die MP eines einzelnen Ziels vollständig wieder her. So kleine Leuchtfruchtstückchen sorgen für einen einzigartigen Geschmack, der den Geist erfrischt. Bernsteinring. Oh, der ist nicht so teuer. Ein wunderschöner Ring aus Bernstein, der Träger heilt jede Runde 5% seiner maximalen LP. Der Edelstein in diesem Ring erhöht die Lebenskraft des Trägers. Der Träger, ja? Ganz ehrlich, eigentlich ist es das, was ich jedem geben wollen würde. Lieber als alles andere. So, wir gucken erstmal kurz weiter. Federflasche. Cinder-Armschiene. Eine hochqualitative Armschiene erhöht Verteidigung und LP. Ein Meisterwerk aus Cinder mit eingearbeitetem Bernstein. Die Edelsteine steigern die Lebenskraft des Trägers. Okay, haben wir noch was? Brandschutz hatten wir, glaube ich, schon. Cinder-Siegel hatten wir ja schon bekommen. Gegengift haben wir, Flammenanhänger haben wir. Haben wir. Kriegen wir was Neues? Stachelanhänger hatten wir schon. Kaffeetasse, Apfelwasser, Giftanhänger und Verzerrungsring. Ne, dann den hier noch einmal. Und verkaufen wir mal kurz die beiden Ringe, die wir hier bekommen haben. Das reicht nicht aus, richtig? Nein. Dann einmal. Was haben wir noch? Den verkaufe ich einen Trank. Und 2 Tränke. So. So. Und dann kommt... Ja, okay. Ah, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Aber er ist auch so sehr mächtig. Komm. Ist okay. Ist okay. Wir sind die Lebenspunkte halt wichtiger, weil die halt sehr schnell... Nee, das will ich nicht. Sehr schnell runtergehen damit. Und es ist für mich sinnvoller, in jeder Runde, wo sie dran sind, LP zu generieren, als
mit dem bisschen Angriff, was sie haben. Das funktioniert halt nicht. Behave yourself, foreigners. If you continue past here, you will reach the first citizen's house. Go too far in any sense, and you'll find yourself in the cemetery. Warte, sollte ich nach Osten? Ich sollte nach Westen, oder? Ein Lied fürs Volk. In Cinder begegnen unsere Helden ganz andere Menschen, als sie es gewohnt sind. Sie fragen herum, um herauszufinden, wo die Kathedrale ist. Finde jemanden, der weiß, wo die Kathedrale des Königreichs ist. Das Volk von Cinder hat während des letzten Krieges sehr gelitten. Dies führte gar zu einem Bürgerkrieg und einer Revolution. Dann gehen wir erstmal nach Osten. Weil ich glaube, er hatte was von Westen gesagt. Deswegen gehe ich erstmal nach Osten und dann schaue ich, ob ich nach Norden kann. Welcome. Oh, it's only 200 Moment. Okay. Brauchen wir erstmal nicht. Aber gut zu wissen, dass man da schlafen kann. Was ist mit dir? I wouldn't advise going past this point. You'll only find the old palace. That thing hasn't moved in a while. Hold it right there, foreigner. Passage here is restricted until we hear otherwise from the first citizen. Der erste Bürger, okay. Gut, dann hauen wir wieder ab. Dann ist das eben so. Dann gehen wir erst nach Norden. Und dann nach Westen. Weil ich will halt immer erst so das Nebensächliche abklappern. Ist, glaube ich, verständlich. Wie sieht's hier aus? I don't know why the first citizen even allows that workshop back here. What a waste of resources. The controls for the levies are past here. Don't mess around with the equipment. Aber wir dürfen rein, ja? So, gucken wir mal kurz. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Gucken wir uns gleich an. Oh, der sah so noch süß aus. Und dann haben wir hier die ältere Version. Okay, sprechen wir mal mit der Dame. It's been a while since I've been allowed to do forge work. I wonder when I'll be allowed to do it again. Also sie schmiedet hier normalerweise, okay. A broken machine. It seems to be lacking components. Naja, es wurde ja auch runtergefahren, also kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Seems like something could fit here. Aber da haben wir nichts. Seems like some... Ja, das haben wir schon. Okay. Mehr ist hier nicht. Dann gehen wir jetzt nach Westen und sprechen mal mit dem Bürgermeister. Seems like something is happening up ahead. We should get closer. Okay, warte mal. Da ist wieder die Mutter und da ist ein kleines Kind. Sprichst du mit mir? Nö. Du mit mir? Silence! The first citizen is about to speak. Ach stimmt, ja, da war ja was. Das wurde ja erwähnt, dass hier noch der Bürgermeister was sprechen möchte. So sieht er aus. So sah er vor aus. Man sieht ihn da oben ein bisschen. Okay, und so sieht er aus, wenn er alt ist. Ach du meine Güte. Okay. Silence!
Ja. Gucken wir trotzdem mal, ob noch irgendjemand was zu sagen hat. It is indeed a beautiful sight to behold. Even after all these years, it warms my heart to see the lanterns fly away. Das glaube ich sogar. Das glaube ich. Silence! Ja, ich darf nie mit denen reden. So, links sieht man, wie sie vorher aussahen und rechts, wie sie jetzt wieder aussehen. Ein bisschen anders wie die Wachen vorne. Und da oben scheint ja der Bürgermeister zu sein. Ich gehe mal hier hoch. Den gucken wir uns gleich noch an. Da ist auch eine Dame, mit der ich noch sprechen möchte, falls es geht. Das weiß ich natürlich nicht. Da rein. It seems to be locked from the inside. Gut, darf ich nicht, aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal wieder raus, wer weiß. Stimmt, hier ist der Friedhof. Ich bin mal kurz rüber. Groß verändert hat sich der Friedhof auf jeden Fall nicht. Nö. Okay. Aber interessant, dass ein Friedhof so weit oben gelegen ist, also so hoch gebaut worden ist und nicht kleiner ist. What an impressive sight. Someone around here must know where the cathedral is. Also, dass es halt so weit oben gebaut ist und nicht weiter unten, wie es normalerweise der Fall ist. Oder vor den Toren einer Stadt. Stadt innen drin. Das ist... Nee, Stadt, nicht innerhalb einer Stadt wie jetzt hier, sondern eher draußen vor der Stadt. So rum. So, mit euch habe ich gesprochen. Mit dir kann ich gerade nicht sprechen. Mit der Dame vor mir. On this day, the day of the Lantern Festival, we honor the dead. Here, as the Millennium Rock bears silent witness, we release the souls of the departed, carrying with them our cherished memories and silent prayers for a journey of peace. I told you that was an important rock. The glass lung has taken much from us all. For far too many, it has taken everything. Also, Christopher hat immer in unpassendsten Augenblicken den Drang, irgendwas zu sagen. Though I acted as swiftly as possible, shutting down the forge, there are many among us who are afflicted. Our hearts go out to all those who have lost loved ones. Let their memories be honored today. You may release your lanterns. Könnten wir ja eigentlich auch machen, oder? A fine speech. I'd give it a 6. Er hat gesagt, er würde ihr eine 6 geben. Nicht 60 Punkte. Hey, I wrote that speech. It deserves at least an 8. Ah, die gehen mit 6 von 10. Beziehungsweise 8 von 10. In dem Falle hier jetzt natürlich 80 Punkte, weil wir mit 100 Punkten meistens rechnen. Keine Ahnung. We met in St. Clarity, didn't we? I'm glad you found me so memorable. I'm Phinia, wife of Azufra, the first citizen. Well, it's nice to meet you. Again, I mean. I'm Christopher. A pleasure, Mr. Christopher and company. As I recall, you have some connection to the ruby trade in St. Clarity. Is that correct? Perhaps you would have some time to... What is a first citizen? My husband, Azufra, was given that title by the people of Cinder at the end of the revolution, as he led our people to the victory and freedom they deserved. Also quasi der erste Bürgermeister. Die Laternen explodieren. Is this part of the event? I don't recall this happening in years prior.
from? I'm detecting a strange energy discharge from this lantern. These levels are much higher than would be expected. Ah, now I understand. It appears to be full of explosives. I would advise maintaining a safe distance. Wie er das mit einem Lächeln sagt. Are all these people going to die? No, there must be something I can do. There must... What happened? Hat sie gerade die Zeit angehalten? Everything has stopped. Except for me. I don't know what happened, or if it'll last. But maybe it'll give me enough time to disarm the bomb. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich die Zeit zurückdrehe, könnte sie jederzeit wieder explodieren. Drehe ich die Zeit vor, dann ist die Explosion ja schon geschehen. Heißt es dann aber auch, dass die Leute dann trotzdem getroffen werden? Uff. Ich bin für zurückdrehen. Zündschnur wurde deiner Tasche hinzugefügt. What in the world? It appears Cris disarmed the bomb in the square. Jetzt kriegen wir gleich erstmal Ärger, oder? However, there are additional bombs detonating nearby. This weird smoke is stinging my eyes, and I can barely breathe. We need to get out of here. This gas is rich in atomized crystal particles. If inhaled in sufficient quantities, the effects could be dangerous to many organisms. Uh-oh, guys. I'm feeling dizzy. I think I inhaled some of that gas. Maybe a lot of that gas. Hang on, boy! Try not to breathe. As much as possible, at least. Das Problem ist, je mehr du davon Now the square is einatmest, under attack. We need to get Christopher somewhere safe. desto mehr hast du das Problem, dass du das Gefühl hast, nicht genug Luft zu bekommen und atmest noch mehr ein. What were those? Feral goblins. Average, upstanding citizens suddenly devolving into mindless beasts. We don't know what causes it. Ich kann noch nichts machen. Sir, madam, we need to get the two of you out of here. Guards! Escort Fenia to safety! Yes, sir. I'll stay here and coordinate the retreat. My place is on the battlefield, not up in some ivory tower. Hurry up, you clods! Get me out of here! Wie sie das einfach akzeptiert. I detect higher ground to the west. I advise heading there post-haste. Quickly, get Christopher up there and out of this gas. Und was ist mit den anderen Leuten da unten? I don't feel so good. Ich habe so das Gefühl, er kriegt diese Glaslunge. Christopher, are you okay? No, my chest is burning, and I'm dizzy, and... We need to get him some help. Wer bist du denn? Hey guys! Over here! We can help your friend! At least, I assume he's your friend. Maybe he's only an acquaintance. A colleague? Anyway, you seem to want him not to die. Over here. I guess we don't have much choice. Hurry! Into that house!
Das, was abgeschlossen war, okay. Ist das Shut einzige the auf der door! Höhe. Don't let the smoke inside! You can lay your friend down over here. What can we do? What's wrong with him? There's not much anyone can do. He's probably got glass lung. Unless he was like this when you got here. That'd be weird. I guess it doesn't matter since we don't have an actual cure. This might help a little, though. Hustenmedizin, okay. Hey, I feel a little better. Yes! It is glass lung! I mean, that's bad. But it also means it's the right medicine! It's traditional nomada medicine. It should help with the cough. For a while, at least. Until it doesn't. Wow. Sie hilft. Na, eine Weile. Bis es nicht mehr hilft. For now, though, try to get some rest. Thank you so much, both of you. I'm Crisbel, and this is my friend Christopher. These two are Wilhelm and JKR 721. K for short. I'm Zas. That's Jaru. Don't let him fool you. He may look tough, but deep down, he's a good guy. What about Christopher? There's a cure for glass lung, right? We saw someone in the market earlier take something. The princesses have something that helps, but it's in very short supply. Besides, they'd never waste it on a human. Vor allem nicht an uns. Wir haben ja schon so gewisse Probleme mit denen gehabt. But that's... Isn't there anything we can do? Don't be so dramatic. He's not going to die or anything like that. I mean, he will eventually. Just not right now. In the long run, though, not that long of a run, actually. Like, a lot sooner than if he didn't have glass lung. Sorry. That can't be possible. There must be something we can do. Well, I'm not a medic or anything like that. But I know someone that knows someone that is. Maybe. Ich kenne da jemanden, der da jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. I heard a rumor that someone is going around Sinisa curing people. Sinisa, the original capital of Cinder, prior to the Cinderian Civil War. Located close to the Great Forge. Yeah, that's the one. They're even worse off than we are. Sounds like a great plan. Let's go. Right after my nap. Also das mit dem Husten hier und dem Synchronsprechen von Christopher haben sie halt richtig geil hinbekommen, finde ich. Christopher, you need to stay here and rest. Zaz, we're going to go to Sinisa and look for this medicine. You've been so kind to us already. Can we count on you to watch over Christopher until we return? We'll pay you for your troubles. You have to be kidding me. If you're going to Sinisa, then for sure I'm going with you. Jaru here will watch over your friend. I will? I mean, yes, I will. One of us should stay behind to help watch over him. I suppose, as his mentor, the burden falls to me. Nein, wir brauchen eine Analyse. Hey now, that's my what? Zes, der Joker, hat sich der Gruppe angeschlossen. Gut, vielleicht hat Zes auch die Möglichkeit zu analysieren. Dann kann ich immer Analyse oder Analysierer mit Analysierer und Kämpfer mit Kämpfer austauschen. Das wäre schön. Are you able to engage in combat? Just you wait and see. I've been surviving on my own in this city for years. Hang in there, Christopher. We'll be right back, I promise. Okay, dann schauen wir sie uns mal kurz an. Und wir haben natürlich jetzt keine Murmeln, um sie aufzuwerten. Das ist ein bisschen doof. Ausrüstung. Gucken wir mal kurz. Sie kriegt aber das Zindersiegel schon mal. So viel ist mal gesagt. Und den Rest werde ich sehen. Jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, so schnell jemanden zu bekommen, mal ganz ehrlich. Fähigkeiten, Questlog, Status. Jetzt muss ich mal überlegen. Fähigkeiten. Ich will bei ihr mal reinschauen. Und Roulette im Überfluss. Roulette im Überfluss. Zes und Crisbets Synchronfähigkeit jetzt schon?
Kombiniert Ses unbeständige Fähigkeiten und Crispels Zeitmagie. Ses beschwört ein Schussroulette, das keine negativen Optionen hat. Nachdem die erste Option gewählt wurde, schummelt Crispel und spult die Zeit zurück, sodass es einen zweiten Effekt auslösen kann. Das Verschmelzen zweier Seelen, ein einziger Moment, ein einziger Streich, ein Wirbel der Zeit und ein bisschen Glück. Okay, Fähigkeiten, hattest du noch was bekommen? Nein. Hattest du noch was bekommen? Nein, aber sie hat einiges. Zaubertasche. Sas Zaubertasche hat eine Chance, einen von 4 Effekten auszulösen. Einen Angriff, der massiven Schaden verursacht, einen normalen Angriff, einen Angriff, der keinen Schaden verursacht, aber das Ziel für 3 Runden verwirrt, einen Angriff, der massiven Flächenschaden verursacht. Ist alles 3 vollkommen in Ordnung, finde ich. Ses Tasche ist voller Geheimnisse und Wunder. Ein Geschenk, das sie von ihrem Vater Zero bekommen hat. Die Tasche enthält eine andere Dimension, in der Ses ihre Sachen aufbewahrt. Sie ist innen ein bisschen größer. Der Beutel von Hermine. Verteidiger nimmt eine defensive Haltung ein, das kennen wir ja. Überraschungsangriff. Ein Angriff, der 3 verschiedene Effekte auslösen kann, die jeweils vom Zeitzustand des Ziels abhängt. Ein Angriff, der mit fortschreitender Zeit mehr Schaden verursacht. Ein Angriff, der in der Vergangenheit Flächenschaden verursacht. In der Gegenwart das Ziel verbrennt und in der Zukunft das Ziel vergiftet. Ein Angriff, der keinen Schaden verursacht, aber das Ziel verwirrt. Okay. Das Ass in Ses Ärmel. Tasche. Ein mächtiger Angriff, der irgendwas bewirkt. Selbst sie ist sich nicht ganz sicher, was. Angriffsroulette. Beschwört ein Roulette, das zufällig eines von 3 Dingen tut. Trifft ein zufälliges Ziel mit einer Explosion, trifft alle Gegner auf einer Seite des Bildschirms, schlägt ein Gruppenmitglied mit einem Hammer. Willkommen bei Ses bizarrer Auslese. Die Spielshow, in der buchstäblich alles passieren kann und in der definitiv jemand verletzt wird. Warte, zufälliges Ziel heißt doch auch wir, oder? Also Angriffsroulette werde ich nie einsetzen. Aber Zaubertasche und Überraschungsangriff können wir sehr gerne einsetzen. Magieroulette. Beschwört ein Roulette, das zufällig eines von 4 Dingen tut. Trifft alle Gegner mit Hochstrahlen, trifft alle Gegner mit feuriger Singularität, trifft alle Gegner mit Blitznexus. Hatten wir das schon? Ja. Trifft alle Gegner mit unaufhaltbaren Ranken. Heute bei Ses bizarrer Auslese. Wir gehen auf die Knie und beten zur Dame, dass Ses uns nicht alle umbringt. Oh, nice. Sehr nice. Ein Heilungsroulette. Beschwört ein Roulette, das zufällig eines von 2 Dingen tut. Halt ein zufälliges Gruppenmitglied 240. Halt alle Gruppenmitglieder 240. Okay. Willkommen bei einer neuen Folge von Ses bizarrer Auslese. Heute wird jemand sehr viel Glück haben. Wir hoffen, dass es nicht der Gegner ist. Aber Gruppenmitglied heißt doch einer von uns, oder? Okay, das war's hier soweit. Questlog. Nebenquest gibt es gerade gar nichts. Sehr schön. Oder auch nicht. Gehe nach Zenisa. Zenisa war einst die Heimat zahlreicher Meisterhandwerker. Die Bevölkerung wurde jedoch durch die Glaslungenkrankheit stark dezimiert und gute Arbeit ist schwer zu finden. Okay. The kid is fast asleep. Want me to go with you guys? Komm mit Come uns. with us, Maestro. Oh. I'll cover the role while you are away. I am not quite sure what help I can provide, but I will keep an eye on him. Ist mir persönlich aber lieber, wenn ich ganz ehrlich bin, weil Wilhelm muss definitiv Analyse machen. Ja. Doch. Don't worry. We'll take care of your friend while you're away. Okay, da kann ich nichts machen. Ich könnte ihn auch mitnehmen. Er muss sowieso eigentlich ein bisschen leveln, aber ganz ehrlich, ich brauche halt Wilhelm. Sonst habe ich Probleme. Schwierig. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier durch. Und ich denke,
Ich muss heute sowieso ein bisschen früher aufhören und früher schlafen gehen, leider. Weil... Hier ist gar keine Sau mehr. Ich morgen ein bisschen früher raus muss, leider. Aber ich will zumindest noch schauen, dass wir vielleicht zu der Stadt kommen. Das würde ich schon noch machen. Nichts Neues. Welcome, welcome. We have the best equipment for weary. Ich muss mal schauen. Ich will mal gucken. Nee, warte, was hatte sie? Das wollte ich ihr auf jeden Fall geben eigentlich. Wie jedem anderen auch. 3000. Ich rechne mal kurz zusammen, was ich bräuchte. $3.300. 70. So, was würde ich ihr denn noch geben wollen, was ich jetzt gerade hier noch so sehe? Ich glaube, das hier. Oder... Nee, dann das hier. Cinderarmschiene. Haben wir noch eine andere Armschiene? Das sind Ringe. Dann wird es die arme Schiene sein, weil was anderes habe ich gerade nicht. Sowas werden wir, glaube ich, eh noch kriegen. Das ignoriere ich jetzt mal. Schwierig. Andere Schuhe gibt es nicht. Es gibt nur die hier gerade. Dann habe ich Kette. Nee, ich habe Armband, Ring und Schuhe. Eine Kette fehlt noch. Aber keine der Ketten kann ich gebrauchen. Eine Rosenkette halt. Dann sind es nochmal 2000. Macht 11.000, die ich benötige. Okay, dass ich mal einen Überblick habe. Shall we make a record? Also wir kommen ja eh noch in eine andere Stadt. Vielleicht kann man da auch noch mal was kaufen. Oder man muss da kämpfen. Ich weiß es nicht. Also da gehen wir noch hin. In die Stadt. Du warst eine Ruine. Oder muss ich zu der Ruine? Ich muss in die Ruine. Weil zum anderen Ding komme ich ja gar nicht. Ich muss dafür übers Wasser. Oder über die Lava, besser gesagt. Ach, na super. Du betrittst Ruinen von Ceniza. Here we are, Ceniza! It sure has been a while since I've been here. That forge sure did a number on the city. How could closing one forge make this much of a difference? The forge is a key component into their industry. Without it, the city dies. Ach so, das heißt, die Schmiede muss laufen. It's as simple as that. A city that goes through something like that could easily end up like Ceniza. Sure, but also the glass slung, plus the whole feral goblin thingy. Feral goblin thingy? It's a technical term. Sometimes people just go feral. Remember those goblins that attacked the square? Used to be normal Sindarians. Mir fällt gerade auf, das Gespräch hätten wir jetzt auch mit Kay führen können. And it's especially bad here in Ceniza. Why did you want to come here so badly anyways? You see, Dad was a great nomad researcher. The best one.
He was trying to create a cure for the people in Cinder. Until he was, well, killed. Oh. Sass. Und zwar genau wegen seiner Forschung wahrscheinlich. Don't worry, that's all in the past. Besides, I figured whoever's here curing people might know something about my dad's research. So I thought, why not give it a shot? With the rumors about someone looking for a cure, I figured there might be some connection. I've been wanting to investigate, but this place is pretty dangerous. Things seem to have quieted down a bit. Die Dinge scheinen sich etwas zu beruhigen und hier sind schon wieder Kobolde am Start, um jemanden zu ärgern. Help me! More feral goblins! I guess I spoke too soon. Ja, wollte ich gerade sagen. Bisschen zu schnell geredet hier. Und wahrscheinlich dienen jetzt die Kämpfe hier sowieso, um ein bisschen Sass besser kennenzulernen. Die wird wahrscheinlich auch sagen, was sie jetzt alles kann und nicht kann. So, das Spiel lädt gerade wieder. Alright, you're up, Zaz. Und jetzt läuft es wieder, okay. I've got a trick or two up my sleeve, or in my bag, which my sleeve does go into, like partway. You'll see. A trick? Just watch. Let me show you how I deal with guys like these. So, Angriff. One down, two to go. Time for my special patented surprise attack. Was that a chicken? Was it? Oh yeah, I get something different every time. What do you mean, it? Aren't you the one in control here? Sort of. Well, not exactly. Mostly no. Not even a little. I don't need to. It's totally a special bag. I can pull all sorts of stuff out. I just never know what it's going to be. Sie ist schon cool. Ich finde auch ihre Art lustig, aber ich glaube, das kann auf Dauer auch mal ganz schön nerven. That's a little weird. Also ihre Art und Weise, wie sie spricht halt. I've seen weirder. Besides, you get used to it. Ich nutze das mal eben. Whoa, is that part of your powers? Ich musste es sogar nutzen. You could say so. I'm a time mage. Then, let me try this again. That's weird. Even more than usual? It's never done that before. Could it have something to do with your powers? I mean, it could be. After all, time changes everything. Then how about this? Now let me show you my ultimate move. Attack roulette! So, do you have any actual idea how your bag works? My bag? I don't really know. It used to be my dad's. So your weapon of choice is a bag of random objects? Yep. It's more fun that way. Ich finde irgendwie die Art und Weise zu kämpfen cool. Frag mich nicht warum. This is horrible. Those brutes used to be normal people. Yeah, we don't know why, but it happens sometimes. Isn't it crazy? Sindarians turning feral? Weird, right? What about your friend? Jaru? Yeah, I hadn't thought about it that way. Well, best not to dwell on the negative. What a weird attitude. Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist positiv bleiben. It's just how I am. That's a quick change of mood there. Mister? They were gonna kill us! Thank you so much. We are used to saving kids by now. Excuse me, but
Have you heard about anyone around here trying to cure glass lung? I saw someone with a medicine bag. They went northeast a couple minutes before you folks arrived. And there's our first lead. Let's get going. Thank you again. Also Nordosten. Und ich kann ja auch keine Zeit benutzen. I was so scared. Thanks for helping me. Also keine Zeitparallelen in Vergangenheit und Gegenwart und so. Also Gegenwart ja, Zukunft, Vergangenheit nein. Okay. Cris, what do you want? I want to record Wir our progress. speichern. Und ich würde sagen, jetzt sagt meine Uhr, ich glubsch nochmal. Ja, ich würde sagen, ich belasse es dabei, dann habe ich noch mal ein bisschen Ruhephase für mich. Wir gucken uns Samstag das weiter an. Samstag machen wir abends hier weiter. Sonntag geht es mit Nexomon weiter und dann schaue ich, dass ich das Ganze dann so time, dass ich dann bei der Spätschicht eventuell dann abends mit Open End ein Spiel spiele, am nächsten Tag das andere Spiel spiele, dann aber switche beim nächsten Mal, wo ich dann abends ein Open End Stream machen kann, dann das Spiel vom letzten Mal dann spiele und dann am nächsten Tag dann das andere Spiel wieder spiele, also dass ich 2 Spiele im Wechsel habe, aber nicht 2 Streams an einem Tag. Ich denke, das ist vielleicht das Beste, aber es wird ein bisschen verschoben werden und dann dadurch vielleicht ein bisschen länger. Aber ich möchte schon, dass ich dann 4 Streams zumindest in der Woche habe. Einmal Open End an einem Abend und einmal dann am nächsten Tag, wo ich frei habe. Wenn nichts dazwischen kommt, ich was anderes mache. Aber dann wird auf Discord dementsprechend eine Info kommen auf jeden Fall. Und ansonsten, was frühschichtstechnisch ist, haben wir ja sowieso an den Tagen, wo ich dann wo ich dann früh zu Hause bin und dann Open End machen kann, ja sehr viel mehr Zeit, weil da kann ich um 18 Uhr ja dann tatsächlich anfangen und bis in die Nacht rein streamen im Prinzip. Da kriegen wir ganz viel gebacken eigentlich, sofern ich nicht zu müde bin. Und am freien Tag muss ich leider dann um 13 Uhr anfangen und dann bis 19 oder 20 Uhr maximal dann streamen, weil anders funktioniert es nicht. Weil einfach dann die Zeit nicht gegeben ist, wenn ich am nächsten Tag, weil ich dann direkt im Prinzip schlafen muss und direkt am nächsten Tag dann wieder arbeiten muss und früh raus muss. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich habe genug gelabert. Die Daten wurden gespeichert, das ist sehr schön. Und wir machen dann, wie gesagt, am Samstag weiter und Sonntag dann. Und dann schaue ich mal, wie ich die Pläne so gedeichselt bekomme. Danke fürs Zuschauen auf Twitch und auf YouTube. Und dann bis zum nächsten Stream oder zur nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.